Anna Müller und ihre Familie zogen im Jahr 1873 in den tiefen Schwarzwald, weit weg von ihrem hektischen Leben in Frankfurt. Ihr Vater, Friedrich Müller, hatte von einem einfachen Leben in der Wildnis geträumt, fernab von Lärm und den raschen Veränderungen der Stadt. Die Wälder schienen endlos und dicht, mit nur wenigen Lichtungen, die das Sonnenlicht durch die dichten Baumkronen fallen ließen. Mit dabei waren ihre Mutter Clara und ihre 3 jüngeren Geschwister: Johann, der Jüngste, mit seinen zarten 6 Jahren, Emilie mit 8 Jahren und Friedrich Junior, der die Familie mit seinen 12 Jahren unterstützen wollte. Der Aufbruch schien vielversprechend, doch bald bemerkten sie, dass im dichten Grün des Schwarzwaldes etwas Unheimliches lauerte. Die Vögel verstummten, sobald sie sich einem bestimmten Punkt im Wald näherten, und das Gefühl, beobachtet zu werden, ließ die Nackenhaare der Familie aufstehen. Am 3. Tag der Reise entschied Friedrich, dass sie am Rande einer alten Lichtung ihr Lager aufschlagen würden. Es war bereits spät nachmittags und die ersten Schatten krochen aus den Bäumen. Die Atmosphäre war beklemmend, aber Friedrich versuchte, seine Familie zu beruhigen. »Hier ist es sicher«, sagte er und zeigte auf eine Gruppe alter Bäume, die einen natürlichen Schutzwall bildeten. Doch in dieser Nacht, als das Feuer langsam verglühte, hörte Anna ein Flüstern, das aus den Tiefen des Waldes zu kommen schien. Sie lauschte und versuchte, die Worte zu verstehen. Doch es war, als ob der Wald selbst mit ihr sprechen wollte. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken und sie rückte näher an ihre Mutter heran, die fest schlief. Am nächsten Morgen war ihr Vater früh aufgestanden, um das Gelände zu erkunden. Als er nach Stunden nicht zurückkehrte, machte sich Unruhe in der Familie breit. Clara versuchte, die Kinder zu beruhigen, aber ihre Augen verrieten die Angst, die tief in ihrem Herzen lauerte. »Bleibt hier und rührt euch nicht vom Fleck«, befahl sie, bevor sie sich selbst auf die Suche machte. Anna hielt die Hände ihrer Geschwister, während die Minuten zu Stunden wurden. Schließlich erschien ihre Mutter am Rand der Lichtung. Ihre Kleider waren zerfetzt und ihr Gesicht war kreidebleich. »Er ist weg«, sagte sie leise. »Einfach verschwunden.« Doch es war mehr als das. Anna spürte es. Der Wald hatte etwas mit ihm gemacht, etwas, das sie sich nicht erklären konnte. In den darauffolgenden Tagen versuchte die Familie, Friedrich zu finden. Clara ließ die Kinder am Lager zurück, während sie stundenlang durch das dichte Unterholz irrte und nach Spuren suchte. Doch jedes Mal, wenn sie zurückkam, wirkte sie verwirrter und verlorener, als hätte der Wald ihr einen Teil ihrer Seele gestohlen. Anna spürte die Veränderung in ihrer Mutter und hielt sich dicht bei ihren Geschwistern. Eines Nachts, als der Mond hoch am Himmel stand und die Schatten länger wurden, hörte Anna ein leises Wimmern. Sie hob den Kopf und sah, wie ihre Mutter im Schlaf zitterte. Ein seltsames Murmeln kam von ihren Lippen, etwas Unverständliches. Anna beugte sich näher und ihr Blut gefror, als sie die Worte hörte. »Er kommt. Er holt uns. Alle.« Am 4. Tag, als Clara erneut aufbrach, um ihren Mann zu suchen, blieb sie bis zum Einbruch der Dunkelheit fort. Die Kinder saßen eng beieinander, während die Schatten um sie herum tanzten. Plötzlich hörten sie Schritte, die sich dem Lager näherten. Anna sprang auf, in der Hoffnung, es sei ihre Mutter. Doch was aus der Dunkelheit trat, war nicht ihre Mutter. Es war eine Gestalt, groß und dunkel, mit einem bleichen, vernarbten Gesicht und Augen, die in der Dunkelheit funkelten. Anna konnte weder schreien noch sich bewegen, als der Mann auf sie zukam. »Wer seid ihr?« fragte er mit einer rauen Stimme. Seine Lippen zogen sich zu einem unheimlichen Lächeln. »Wir haben euch beobachtet. So lange schon.« Die Gestalt, die aus dem Wald getreten war, stellte sich als Hans vor, ein Bewohner des Waldes, der behauptete, die Familie beschützen zu wollen. »Ihr müsst von hier verschwinden«, sagte er und starrte tief in Annas Augen. Doch bevor Anna oder ihre Geschwister reagieren konnten, erschien Clara, stolpernd und blutüberströmt, am Rande des Lagers. »Lauft!« schrie sie. »Er ist hinter uns her!«
Doch bevor sie zu Ende sprechen konnte, griff der Mann nach ihr und zog sie in die Dunkelheit. Ihre Schreie hallten durch den Wald, bis sie abrupt verstummten. Anna, die sich wie versteinert fühlte, schnappte sich die Hände ihrer Geschwister und rannte. Sie rannte, als ob der Teufel selbst hinter ihr her wäre. Die Kinder liefen so lange, bis ihre Beine sie nicht mehr tragen konnten. Schließlich brachen sie auf einer kleinen Lichtung zusammen, keuchend und zitternd. Emily begann leise zu weinen. »Was ist mit Mama passiert?« fragte sie. Doch Anna wusste keine Antwort. Sie schaute sich um und erkannte nichts in der Dunkelheit. Wo waren sie? Alles, was sie tun konnte, war, die kleinen Hände ihrer Geschwister festzuhalten und zu hoffen, dass der Morgen bald kommen würde. Doch als das erste Licht des Tages durch die Bäume brach, bemerkte Anna etwas Seltsames. Die Bäume um sie herum waren vernarbt, als hätte jemand mit scharfen Klingen Markierungen hineingeritzt. Die Muster wirkten wie Symbole, wie Warnungen. Und dann sah sie es. In die Rinde eines Baumes war ein Wort eingeritzt. Sanguis, Blut. Anna wusste nicht, was das bedeuten sollte, aber ihr Instinkt sagte ihr, dass sie so schnell wie möglich von diesem Ort weg musste. Sie half ihren Geschwistern auf und führte sie weiter durch das dichte Unterholz. Der Wald schien lebendig zu sein, als ob er atmen und sie beobachten würde. Jedes Knacken eines Zweiges ließ sie zusammenzucken. Plötzlich hörte sie Schritte hinter sich und drehte sich um. Emilie schrie auf, als eine weitere Gestalt aus den Bäumen trat. Eine Frau mit einem blassen Gesicht und leeren Augen. »Ihr dürft nicht hier sein«, flüsterte die Frau, während sie näher kam. Ihre Stimme war ein hohles Echo und ihr Lächeln war leer. Anna spürte, wie sich ihre Haut vor Angst zusammenzog. »Geht«, sagte die Frau und zeigte in eine Richtung. »Sonst holt er euch.« Anna konnte ihre Gedanken kaum noch ordnen, als die fremde Frau näher kam. Ihre Augen waren leer, und dennoch schien sie durch Annas Seele hindurchzusehen. »Wir wollen euch nicht wehtun«, flüsterte sie, »aber ihr müsst ihn meiden.« Anna verstand nicht, von wem die Frau sprach. Doch bevor sie eine Antwort geben konnte, spürte sie, wie sich die Luft um sie herum veränderte. Ein eisiger Wind fegte durch die Bäume, als wäre der Wald selbst erwacht. Die Frau drehte sich abrupt um und verschwand zwischen den dichten Bäumen, als hätte sie nie existiert. Anna wagte kaum zu atmen. Emilie und Johann sahen sie mit großen, ängstlichen Augen an, ihre Körper zitterten vor Angst. »Wir müssen weiter«, flüsterte Anna, obwohl ihre Beine sie kaum noch trugen. Sie spürte, dass etwas Unheilvolles hinter ihnen lauerte. Etwas, das nur darauf wartete, dass sie ihre Wache fallen ließen. Die 3 Kinder setzten ihren Weg fort, taumelnd vor Erschöpfung und Angst. Der Wald wurde dichter, die Dunkelheit drückender. Anna hatte keine Ahnung, wohin sie ging, doch ihr Instinkt trieb sie immer weiter. Plötzlich entdeckte sie am Rande ihres Blickfeldes eine alte, verfallene Hütte, die halb unter den knorrigen Ästen einer riesigen Eiche verborgen war. Sie zögerte, doch als Johann wimmernd zu Boden sank, wusste sie, dass sie irgendwo Schutz suchen mussten. Sie trug ihren kleinen Bruder in die Hütte, gefolgt von Emilie. Drinnen roch es nach Schimmel und feuchtem Holz, und die Luft war kalt und abgestanden. Doch es war besser als die offene Dunkelheit des Waldes. »Wir bleiben hier, bis der Morgen kommt«, sagte Anna leise und setzte sich neben ihre Geschwister. Das Dach der Hütte war teilweise eingestürzt, und durch die Lücken konnte sie die Sterne sehen. Sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen, als Emilie leise fragte, »Denkst du, Mama und Papa kommen uns holen?« Annas Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Sie wusste nicht, wie sie darauf antworten sollte. Die Wahrheit war, dass sie keine Hoffnung mehr hatte, ihre Eltern lebend wiederzusehen. Der Mann, der sie in der Nacht überfallen hatte, die seltsamen Gestalten im Wald und die unheimliche Frau, all das deutete auf etwas weit Schlimmeres hin. Doch sie konnte ihre Geschwister nicht noch mehr verängstigen. »Ja, sie werden uns finden«, sagte sie und zwang sich zu einem Lächeln, das ihre Lippen kaum erreichte. Johann legte seinen Kopf in ihren Schoß.
und Anna strich ihm sanft über das Haar, bis er schließlich einschlief. Emily jedoch blieb wach und starrte mit weit aufgerissenen Augen zur Tür. »Ich hab sie gesehen, Anna«, flüsterte sie plötzlich. »Wen hast du gesehen?« fragte Anna, obwohl sie die Antwort bereits erahnte. »Die Schatten«, sagte Emilie tonlos. »Sie waren draußen und haben uns beobachtet.« Annas Blut gefror. Sie hatte gehofft, dass ihre Geschwister das Schlimmste nicht bemerkt hatten, doch Emilies Worte bewiesen das Gegenteil. Die unheimlichen Schatten, die sie schon die ganze Zeit über verfolgt hatten, waren nicht nur eine Einbildung gewesen. »Es ist alles gut«, log Anna und zog Emilie näher an sich. Sie konnte den Schlaf nicht finden, auch wenn ihre Augenlider schwer wie Blei waren. Jede Bewegung, jedes Knarren des Holzes ließ sie zusammenzucken. Die Nacht war endlos, und erst als die ersten Sonnenstrahlen die Hütte erleuchteten, wagte sie es, sich zu entspannen. Sie rieb ihre müden Augen und sah, dass Johann und Emilie tief schliefen. Anna beschloss, die Hütte zu verlassen und sich umzusehen. Vielleicht gab es hier in der Nähe einen sicheren Weg aus diesem verfluchten Wald. Als sie ins Freie trat, spürte sie sofort eine seltsame Anspannung in der Luft. Es war, als ob der Wald stiller und dunkler geworden war. Sie ging ein paar Schritte und entdeckte am Boden seltsame Spuren. Kleine, feine Abdrücke, als hätte ein Kind barfuß durch den Schlamm gewartet. Anna folgte den Spuren und sah, dass sie zu einem alten, verfallenen Brunnen führten. Der Brunnen war mit Moos überwuchert und teilweise eingefallen. Sie beugte sich vorsichtig über den Rand und spähte in die Dunkelheit hinab. Unten, weit unter ihr, konnte sie etwas Glänzendes sehen. Es sah aus wie eine Kette oder ein Amulett. Plötzlich durchzuckte sie ein Schrei. Johann rief nach ihr. Anna rannte zurück zur Hütte, das Herz bis zum Hals schlagend. »Was ist los?« keuchte sie, als sie die Tür aufriss. Johann zeigte zitternd zur anderen Seite der Hütte. »Da draußen. Ich habe ihn gesehen. Er hat mich angesehen.« Anna stürzte zur Tür und blickte hinaus. Doch da war niemand. Die Äste der Bäume wiegten sich sanft im Wind und das Zwitschern der Vögel war das Einzige, was die unheimliche Stille durchbrach. »Wer war es, Johann?« fragte sie sanft und kniete sich zu ihm hinunter. Johann schüttelte nur den Kopf, Tränen in den Augen. »Der Mann aus der Dunkelheit. Der Mama geholt hat.« Annas Magen krampfte sich zusammen. »Es ist alles gut, wir sind sicher«, sagte sie, obwohl sie selbst nicht daran glaubte. »Niemand wird uns hier finden.« Sie setzte sich zu ihren Geschwistern und versuchte, Ruhe zu bewahren. Doch sie wusste, dass sie den Ort so schnell wie möglich verlassen mussten. Dieser Wald war verflucht und sie konnten nicht länger bleiben. »Wir müssen weiterziehen«, sagte sie leise, als Johann und Emilie sie mit großen, ängstlichen Augen ansahen. »Es ist nicht sicher hier.« Sie machten sich auf den Weg, ohne zurückzuschauen. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel und das Licht, das durch die Bäume fiel, warf lange Schatten auf den moosbewachsenen Boden. Anna führte ihre Geschwister weiter, doch sie hatte das beunruhigende Gefühl, dass sie im Kreis ging. Jedes Mal, wenn sie sich umsah, schien der Wald gleich auszusehen. Es war, als ob sie in einem Labyrinth gefangen waren. Das Unterholz schien dichter zu werden und der Boden war rutschig von Nässe. Anna kämpfte sich voran. Ihre Hände und Beine schmerzten von den vielen Dornen und Ästen, die ihre Haut aufkratzten. Plötzlich stieß sie auf eine Lichtung, die sie nie zuvor gesehen hatte. In der Mitte der Lichtung stand ein altes, steinernes Kreuz, umgeben von halb verfallenen Grabsteinen. Die Inschriften auf den Steinen waren so verwittert, dass sie kaum lesbar waren. Doch ein Wort auf dem großen Kreuz stach deutlich hervor: Familie Müller. Annas Herz setzte einen Schlag aus. Das war unmöglich. Wie konnte es hier, mitten im Wald, ein Grabmal ihrer Familie geben? Sie trat näher und las die Inschriften auf den Steinen. Friedrich Müller, 1801 bis 1773. Clara Müller, 1830 bis 1773. Emilie Müller, 1865 bis 1773.
Johann Müller, 1867 bis 1773. Annas Hände zitterten. Das waren ihre Geschwister, ihre Eltern. Aber das konnte nicht sein. Sie waren doch noch am Leben. Panik ergriff sie und sie taumelte rückwärts. »Was ist das?« flüsterte Emilie neben ihr. »Das sind wir«, murmelte Anna, unfähig, ihren Blick von den Gräbern abzuwenden. Ihre Geschwister wichen ängstlich zurück, als ein kalter Wind über die Lichtung fegte. »Das ist ein Fehler«, sagte Anna schließlich und versuchte, ruhig zu bleiben. »Wir sind nicht tot. Das muss ein böser Scherz sein.« Doch tief in ihrem Inneren wusste Anna, dass es kein Scherz war. Irgendetwas stimmte hier nicht. Sie musste die Wahrheit herausfinden, bevor es zu spät war. »Kommt, wir müssen weiter«, sagte sie entschlossen und drehte sich um. Sie gingen weiter, immer tiefer in den Wald hinein. Die Bäume schienen enger zusammenzurücken und die Dunkelheit verdichtete sich um sie herum. Anna spürte, wie ihre Hoffnung schwand. Der Wald wollte sie nicht gehen lassen. Plötzlich hörten sie ein Kichern, ein seltsames, hohles Lachen, das aus allen Richtungen zu kommen schien. »Wer ist da?« rief Anna, doch niemand antwortete. Das Kichern wurde lauter, hallte durch die Bäume. »Lauft!« schrie sie und packte die Hände ihrer Geschwister. Sie rannten, blind vor Panik, durch das dichte Unterholz. Schließlich stolperten sie in einen Bachlauf und hielten erschöpft inne. Das Kichern war verstummt und die einzige Geräuschkulisse war das leise Plätschern des Wassers. Anna keuchte, ihr Herz raste. »Wir müssen aus diesem Wald raus«, flüsterte sie und schaute sich hektisch um. Doch wohin? Jede Richtung sah gleich aus. Die Bäume waren dicht und verschlungen, und das Licht der Sonne schien kaum durch das dichte Blätterdach zu dringen. Anna blickte zu Johann und Emilie, die beide sichtlich am Ende ihrer Kräfte waren. »Ruht euch einen Moment aus«, sagte sie und versuchte, ruhig zu bleiben. Sie kniete sich neben den Bach und schöpfte etwas Wasser mit den Händen, um ihren Geschwistern zu trinken zu geben. »Wir schaffen das«, flüsterte sie. »Wir kommen hier raus. Ich verspreche es.« Sie machten eine kurze Pause, doch Anna wusste, dass sie nicht lange verweilen konnten. Die Anspannung in der Luft war fast greifbar, und jede Sekunde, die sie dort blieben, fühlte sich an, als würden sie dem Tod ein Stück näher kommen. Nach einer Weile stand sie auf, half ihren Geschwistern auf die Beine und sah sich erneut um. »Kommt, wir müssen weiter«, sagte sie leise. Sie folgten dem Bach, in der Hoffnung, dass er sie aus dem Wald hinausführen würde. Der Boden wurde immer steiniger und die Bäume wuchsen so dicht zusammen, dass kaum ein Sonnenstrahl den Weg beleuchtete. Anna kämpfte gegen die wachsende Verzweiflung an. Jeder Schritt fühlte sich an, als ob der Wald sie tiefer in seine Arme ziehen wollte. Die Rinde der Bäume war dunkel und rau, und es war, als ob Augenpaare sie beobachteten, verborgen im dichten Grün. Der Bachlauf führte sie schließlich zu einer weiteren Lichtung. In der Mitte stand eine alte, verlassene Kapelle. Das Dach war eingestürzt und die Holzbalken, die einst die Mauern stützten, waren zerbrochen und verwittert. Der Anblick der Kapelle ließ Anna einen Moment innehalten. Sie wusste nicht warum, aber irgendetwas an diesem Ort kam ihr vertraut vor. »Was ist das?« fragte Emilie leise. Anna zögerte. »Ich weiß es nicht«, antwortete sie schließlich. »Aber vielleicht können wir uns dort ein bisschen ausruhen.« Die Kinder gingen langsam auf die Kapelle zu. Die Stille um sie herum war bedrückend. Als sie die kaputten Türen erreichten, stieß Anna sie vorsichtig auf. Ein kalter Luftzug wehte ihnen entgegen, und Anna spürte, wie sich die Härchen auf ihren Armen aufstellten. »Seid vorsichtig«, flüsterte sie, als sie einen Schritt in das Innere der Kapelle wagte. Das Innere war dunkel und staubig. Spinnweben zogen sich über die Überreste von Holzbänken und zerbrochenen Kerzenhaltern. Die Fenster waren zerschlagen und der Boden war mit Schutt und altem Laub bedeckt. Anna blickte sich um und entdeckte einen großen Altar, der von dicken Schichten Staub bedeckt war.
Seltsame Symbole waren in den Stein geritzt. Kreise, Linien und Zeichen, die sie nicht verstand. Ein unheimliches Gefühl kroch ihre Wirbelsäule hinauf, als sie die Zeichen betrachtete. »Was ist das?« fragte Johann mit zitternder Stimme. »Ich weiß es nicht«, murmelte Anna und legte ihre Hand auf einen der Kreise. Ein Schauer lief durch ihren Körper, als ob der Stein unter ihrer Hand lebendig wurde. Sie zog ihre Hand schnell zurück und machte ein paar Schritte rückwärts. »Wir sollten hier nicht sein«, flüsterte sie, als plötzlich ein leises Rascheln aus der Ecke der Kapelle erklang. Anna wirbelte herum und starrte in die Dunkelheit. »Wer ist da?« rief sie. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Nichts rührte sich. Emilie und Johann klammerten sich aneinander, ihre Augen weit vor Angst. Anna trat langsam vor. Ihr Blick durchkämmte jeden Schatten, jede Ecke. Plötzlich schoss eine Gestalt aus der Dunkelheit hervor. Ein kleiner Junge, vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, mit zerzaustem Haar und schmutzigem Gesicht. Anna schrie vor Schreck auf und stolperte zurück. Der Junge sah sie mit großen, traurigen Augen an. »Du darfst nicht hier sein«, flüsterte er. Seine Stimme klang fern, wie ein Echo. »Er wird euch holen.« Anna konnte sich nicht rühren. »Wer bist du?« fragte sie leise. Der Junge zeigte auf die Symbole am Altar. »Er hat uns alle geholt«, sagte er und verschwand plötzlich, als ob er nie dort gewesen wäre. Anna keuchte und sah sich hektisch um. War das gerade wirklich passiert? Hatte sie sich das nur eingebildet? Sie wusste es nicht. Emilie weinte leise und Johann klammerte sich an Annas Rock. »Können wir gehen?« flüsterte er ängstlich. Anna nickte hastig. »Ja, lasst uns von hier verschwinden.« Sie wandten sich zum Gehen, doch als sie die Kapellentür erreichten, fühlte Anna plötzlich einen unsichtbaren Druck auf ihrer Brust. Es war, als ob etwas sie zurückhalten wollte. Sie zögerte, drehte sich um und blickte noch einmal auf den Altar. Die Symbole schienen zu leuchten, ein schwaches, unheimliches Licht, das von innen heraus pulsierte. »Lauf«, sagte sie dann fest und drängte ihre Geschwister aus der Kapelle hinaus. Erst als sie wieder im Freien waren und die kalte Luft ihre Lungen füllte, fühlte sie, wie der Druck nachließ. Sie stolperten davon, so schnell sie konnten, die Kapelle hinter sich lassend. Sie liefen weiter, ohne zurückzublicken. Der Wald schien endlos. Doch Anna hielt an ihrem Plan fest, dem Bach zu folgen. Nach einer Weile bemerkte sie, dass das Wasser klarer wurde, und sie hoffte, dass dies ein Zeichen dafür war, dass sie dem Waldrand näher kamen. Doch dann hörten sie wieder das Kichern, dieses unheimliche, verzerrte Lachen, das ihre Nackenhaare aufstellte. »Nicht schon wieder«, flüsterte Emilie und klammerte sich an Annas Arm. Anna wusste, dass sie nicht panisch werden durften. »Schnell«, sagte sie und zog ihre Geschwister weiter. Sie rannten so schnell sie konnten, das Kichern verfolgte sie durch die Bäume. Dann, plötzlich, hörte es auf. Anna blieb keuchend stehen und sah sich um. Die Luft war still, fast unnatürlich still. »Was ist passiert?« fragte Johann zitternd. Anna wusste es nicht. Doch als sie einen Schritt zurück zum Bach machte, sah sie etwas, das ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Direkt vor ihnen, auf einem großen, moosbewachsenen Felsen, war ein Wort eingeritzt. Sanguis, das gleiche Wort, das sie bereits auf der Lichtung gesehen hatte. »Was bedeutet das?« fragte Emilie mit zitternder Stimme. Anna schüttelte nur den Kopf. Sie wusste es nicht, aber es musste eine Warnung sein, ein Zeichen. »Wir müssen weiter«, sagte sie schließlich und zwang ihre Beine, sich zu bewegen. Doch mit jedem Schritt fühlte sie, wie ihre Angst wuchs. Was auch immer es war, das sie verfolgte, es schien ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Der Wald schien sich um sie herum zu schließen. Die Bäume wirkten wie eine lebende Mauer, die ihnen den Weg abschnitt. Panik stieg in Anna auf, doch sie kämpfte dagegen an. »Komm schon, wir schaffen das«, flüsterte sie.
mehr zu sich selbst als zu ihren Geschwistern. Plötzlich öffnete sich der Wald vor ihnen und sie stolperten auf eine große Lichtung. In der Mitte stand ein altes, verfallenes Haus, das halb von Efeu und Moos überwuchert war. Die Fenster waren zerschlagen und das Dach war teilweise eingestürzt. Doch das war nicht das, was Annas Aufmerksamkeit auf sich zog. Direkt vor dem Haus stand eine Gruppe von Menschen. 5 Gestalten in dunklen, zerschlissenen Gewändern, ihre Gesichter verhüllt. Was machen sie da?« flüsterte Johann, der sich hinter Anna versteckte. Anna wusste es nicht. Die Gestalten standen reglos da, ihre Köpfe in Richtung des Hauses geneigt. Dann, plötzlich, drehten sie sich um und starrten direkt zu den Kindern. Annas Herz raste. »Wir müssen weg hier«, sagte sie panisch und drehte sich um. Doch bevor sie weglaufen konnten, hörten sie eine Stimme, die direkt hinter ihnen sprach. »Ihr dürft nicht weggehen.« Anna fuhr herum und starrte in das bleiche Gesicht einer Frau, die in schwarzer Kleidung vor ihnen stand. Ihr Haar war strähnig und hing ihr ins Gesicht, und ihre Augen waren tiefschwarz, als ob sie keine Seele besaß. »Ihr gehört jetzt zu uns«, flüsterte sie und streckte eine knochige Hand nach Anna aus. Anna wich zurück, ihre Kehle schnürte sich zu. »Lasst uns in Ruhe«, schrie sie und zog Emilie und Johann hinter sich. Die Frau lächelte, ein unheimliches, kaltes Lächeln. »Ihr werdet niemals entkommen«, sagte sie ruhig. »Der Wald gehört uns. Und jetzt gehört ihr uns.« Bevor Anna reagieren konnte, griff die Frau nach Johann und zog ihn zu sich. Johann schrie auf und Anna versuchte verzweifelt, ihn zurückzuziehen. Doch die Kraft der Frau war übermenschlich. »Lasst ihn los«, schrie Anna. Doch die Frau ignorierte sie. Plötzlich ertönte ein markerschütterndes Kreischen, das die Luft zerriss. Die Frau ließ Johann los und taumelte zurück. Anna nutzte den Moment, schnappte sich Johann und rannte. »Lauft«, schrie sie. Die Kinder rannten, stolperten, fielen und rappelten sich wieder auf, während das Kreischen hinter ihnen lauter wurde. Sie sahen sich nicht um, liefen einfach weiter, blindlings durch den Wald, bis ihre Beine sie nicht mehr tragen konnten. Schließlich brachen sie auf einer weiteren Lichtung zusammen, keuchend und zitternd. »Was war das?«, flüsterte Emilie. Anna schüttelte nur den Kopf. »Ich weiß es nicht. Aber wir dürfen nicht aufhören. Wir müssen weiter.« Die 3 Kinder machten sich erneut auf den Weg, auch wenn ihre Kräfte sie längst verlassen hatten. Die Sonne stand tief am Himmel, als sie den Rand des Waldes erreichten. Vor ihnen erstreckte sich ein großer See, dessen Wasser in der untergehenden Sonne rot leuchtete. Die Kinder hielten inne und sahen sich ängstlich um. Es war still, zu still. Anna konnte das Kreischen noch in ihren Ohren hören, obwohl es längst verklungen war. »Was machen wir jetzt?«, fragte Johann erschöpft. Anna warf einen Blick auf den See und überlegte fieberhaft. Sie hatten keine Ahnung, wo sie waren oder wohin sie gehen sollten. Das Einzige, was sie wusste, war, dass sie so weit wie möglich von dem Wald wegkommen mussten. »Wir gehen am Ufer entlang«, entschied sie schließlich. »Vielleicht führt uns der See zu einem Dorf oder einer Straße.« Sie folgten dem Ufer, während die Nacht langsam über ihnen hereinbrach. Der Wald schien im Schatten zu lauern, als ob er nur darauf wartete, sie wieder zu verschlingen. Der Mond spiegelte sich auf der Oberfläche des Wassers, und das Licht warf seltsame Schatten auf die Bäume. Plötzlich blieb Anna stehen. Da war etwas im Wasser, etwas, das sich bewegte. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, es besser zu erkennen. »Was ist das?«, fragte Emilie leise. Anna schüttelte den Kopf. Sie wusste es nicht. Die Wasseroberfläche kräuselte sich, als ob etwas Großes direkt unter der Oberfläche schwamm. Panik stieg in ihr auf. »Kommt, wir müssen weiter«, flüsterte sie und drängte ihre Geschwister zum Gehen. Doch bevor sie auch nur einen Schritt machen konnten, brach etwas aus dem Wasser hervor. Ein großer Schatten schoss aus dem See und landete mit einem dumpfen Aufprall am Ufer. Anna schrie und stolperte zurück, als das Wesen vor ihr aufragte.
Es war riesig, mit langen, dünnen Gliedmaßen und einer Haut, die so blass war, dass sie fast durchsichtig wirkte. Die Augen des Wesens leuchteten in einem unheimlichen Rot, und es starrte die Kinder an, als ob es tief in ihre Seelen blicken könnte. »Lauft!« schrie Anna und packte Johann und Emilie. Sie rannten am Ufer entlang, das Wesen hinter sich lassend. Das Wasser spritzte in alle Richtungen, als es ihnen nachsetzte. Doch dann, so plötzlich wie es aufgetaucht war, verschwand es wieder unter der Oberfläche. Die Kinder hielten keuchend an, wagten kaum zu atmen. »Was war das?« flüsterte Johann, seine Augen weit vor Angst. Anna wusste es nicht. Sie wollte es auch gar nicht wissen. »Weiter«, sagte sie und zog ihre Geschwister wieder mit sich. Sie rannten, bis sie das andere Ende des Sees erreichten. Dort stießen sie auf einen schmalen Pfad, der sich durch das Dickicht schlängelte. Die Kinder folgten dem Pfad, obwohl sie keine Ahnung hatten, wohin er führte. Doch alles war besser, als zurück zum See zu gehen, wo dieses Ding lauerte. Nach einer Weile begann sich der Wald zu lichten, und Anna spürte einen Funken Hoffnung in sich aufkeimen. Vielleicht, nur vielleicht, waren sie auf dem richtigen Weg. Plötzlich hörten sie Schritte hinter sich. Anna wirbelte herum und starrte in die Dunkelheit. »Wer ist da?« rief sie. Keine Antwort. Doch die Schritte kamen näher, raschelten durch das Unterholz. »Los, wir müssen weiter«, sagte sie panisch und zog ihre Geschwister den Pfad entlang. Die Schritte folgten ihnen, immer näher, bis Anna das Gefühl hatte, jemand würde direkt hinter ihnen gehen. Sie konnte die Panik in den Augen ihrer Geschwister sehen. Doch sie versuchte, Ruhe zu bewahren. Plötzlich brach ein Mann aus dem Unterholz hervor. Sein Gesicht war bleich, seine Augen weit aufgerissen. Er sah aus, als wäre er seit Tagen nicht mehr geschlafen. »Halt!« rief er und stolperte auf sie zu. Anna blieb abrupt stehen und zog ihre Geschwister hinter sich. Was wollen Sie?« fragte sie vorsichtig. Der Mann keuchte und zeigte mit zitternder Hand hinter sich. »Er ist hinter mir her«, flüsterte er. »Er wird uns alle holen.« Anna starrte ihn an, unfähig zu sprechen. »Wer?« fragte sie schließlich. Der Mann sah sie an, seine Augen weit vor Angst. »Der Wächter des Waldes«, flüsterte er. »Er lässt niemanden gehen.« Ehe Anna etwas erwidern konnte, begann der Mann zu zittern. »Ihr müsst weglaufen«, sagte er mit tonloser Stimme. »Ihr müsst rennen, solange ihr könnt. Er wird kommen. Er kommt immer.« Dann, ohne ein weiteres Wort, drehte er sich um und verschwand wieder im Wald. Anna stand da, unfähig, sich zu rühren. Ihre Geschwister zitterten neben ihr. »Was machen wir jetzt?« fragte Johann leise. Anna schloss die Augen und holte tief Luft. »Wir laufen«, sagte sie dann fest entschlossen. »Wir laufen, bis wir aus diesem verdammten Wald raus sind.« Sie rannten den Pfad entlang. Die Worte des Mannes hallten in ihrem Kopf wieder. Der Wächter des Waldes. Wer oder was das auch war, sie durfte nicht zulassen, dass er sie einholte. Sie liefen und liefen, bis sie das Gefühl hatten, ihre Lungen würden brennen. Der Wald schien immer enger zu werden, als ob die Bäume sich vor ihnen verschließen wollten. Der Pfad wand sich durch das dichte Unterholz und Anna stolperte mehrmals über hervorstehende Wurzeln und Steine. Doch sie gab nicht auf. Sie musste ihre Geschwister hier rausbringen. Plötzlich hörte sie wieder das Kreischen, das gleiche, markerschütternde Geräusch, das sie schon einmal gehört hatten. »Nein!« schrie Emilie und klammerte sich an Annas Arm. »Nicht schon wieder!« Anna zog sie weiter. Ihr Herz raste. Das Kreischen wurde lauter, als ob es direkt hinter ihnen war. Doch dann, ganz plötzlich, verstummte es. Die Stille war fast noch schlimmer als das Kreischen. »Halt an!« flüsterte Anna und blieb stehen. Sie lauschte, doch es war nichts zu hören. Kein Kreischen, keine Schritte, nur die unheimliche Stille des Waldes. »Was ist passiert?« fragte Johann leise. Anna schüttelte den Kopf. Sie wusste es nicht.
Doch etwas war anders. Die Luft fühlte sich kälter an und der Boden unter ihren Füßen war nass. Sie sah nach unten und erstarrte. Der Pfad, auf dem sie standen, war mit Blut getränkt. Ein roter Teppich aus Blut zog sich vor ihnen durch den Wald. »Oh mein Gott«, flüsterte Anna und machte einen Schritt zurück. Ihre Geschwister wichen ebenfalls zurück, die Angst in ihren Augen war deutlich zu sehen. »Was? Was machen wir jetzt?« fragte Emilie panisch. Anna wusste keine Antwort. Alles in ihr schrie, dass sie weglaufen sollten. Aber wohin? Der Wald war eine Falle, und sie saßen mittendrin. Plötzlich raschelte es hinter ihnen, und Anna wirbelte herum. Eine Gestalt stand am Rand des Pfades, halb verborgen im Schatten der Bäume. Es war die Frau von vorher, die Frau mit den schwarzen Augen. »Ihr könnt nicht entkommen«, flüsterte sie und trat langsam auf sie zu. Ihre Augen glühten in der Dunkelheit, und ihr Lächeln war kalt und grausam. »Er wird euch holen, einer nach dem anderen.« Anna wich zurück, ihre Hände zitterten. »Wer ist er?« rief sie. Die Frau lachte leise. »Der Wächter des Waldes«, flüsterte sie. »Er ist der Hüter der Seelen. Er wird euch holen, weil ihr hierher gekommen seid.« Anna spürte, wie Panik in ihr aufstieg. »Bitte, lassen Sie uns gehen«, flehte sie. Doch die Frau schüttelte nur den Kopf. »Es ist zu spät. Ihr gehört ihm jetzt.« Ohne Vorwarnung machte die Frau einen Schritt nach vorn und griff nach Johann. Anna schrie und warf sich zwischen sie und ihren Bruder. »Nein«, schrie sie. Doch die Frau war stark, viel stärker als ein normaler Mensch. Sie packte Annas Handgelenk und zog sie zurück. »Lauf, Johann«, schrie Anna. »Nimm Emilie und lauf!« Doch Johann stand da wie versteinert, unfähig sich zu rühren. Die Frau zerrte an Anna und sie spürte, wie ihre Kräfte sie verließen. »Ihr entkommt nicht«, flüsterte die Frau. »Er wird euch holen.« Dann, plötzlich, ließ die Frau sie los und wich zurück. Anna stolperte und fiel auf die Knie. Sie rang nach Atem, während die Frau sich langsam zurückzog, ihre Augen fest auf Anna gerichtet. »Wir werden uns wiedersehen«, sagte die Frau und verschwand im Schatten der Bäume. Anna blieb keuchend zurück, unfähig zu begreifen, was gerade passiert war. Johann und Emilie rannten zu ihr und halfen ihr auf. »Was machen wir jetzt?«, flüsterte Emilie ängstlich. Anna wusste es nicht. Sie war so erschöpft, dass sie kaum stehen konnte. Doch sie wusste eines: Sie mussten weiter. Sie mussten einen Weg finden, aus diesem verfluchten Wald herauszukommen. »Wir gehen weiter«, sagte sie entschlossen. »Egal, was passiert, wir hören nicht auf.« Die Kinder setzten ihren Weg fort. Das Gefühl der Bedrohung wuchs mit jedem Schritt. Der Wald schien lebendig zu sein. Die Schatten tanzten um sie herum, als ob sie von unsichtbaren Händen gezogen würden. Die Kinder liefen weiter, obwohl jeder Schritt sie mehr Kraft kostete. Der Wald schien sie zu verschlingen. Die Dunkelheit wurde dichter und die Luft schwerer. Anna hatte das Gefühl, kaum noch atmen zu können. Die Schatten um sie herum schienen lebendig zu sein, als ob unsichtbare Gestalten sie beobachten und sich ihnen langsam nähern würden. Plötzlich stolperte Johann und fiel auf die Knie. »Ich kann nicht mehr«, wimmerte er. Anna kniete sich zu ihm und legte ihre Arme um ihn. »Es tut mir leid, Johann«, flüsterte sie. »Aber wir müssen weiter. Wir müssen hier rauskommen.« Doch Johann schüttelte nur den Kopf. Tränen liefen ihm über das Gesicht. »Ich kann nicht mehr«, wiederholte er und brach in Schluchzen aus. Anna kämpfte gegen die Tränen an. Ihre eigenen Beine zitterten vor Erschöpfung. Sie wusste, dass Johann recht hatte. Sie konnten nicht mehr weiter. »Okay, wir machen eine Pause«, sagte sie schließlich leise. »Aber nur kurz, verstanden?« Johann nickte schwach und Emilie setzte sich neben ihn, ihren Kopf auf seine Schulter gelegt. Anna blickte sich um und versuchte, ihre Gedanken zu sammeln. Der Wald war still, zu still. Es war, als ob die Dunkelheit sie umhüllte, sie in ein schwarzes Netz wickelte, aus dem es kein Entkommen gab. Anna spürte,
wie Panik in ihr aufstieg. Sie wusste, dass sie nicht lange an einem Ort bleiben konnten. Der Wächter des Waldes war ihnen dicht auf den Fersen und jede Sekunde, die sie hier verweilten, brachte ihn näher. Plötzlich raschelte es im Unterholz und Anna sprang auf. Ihr Herz raste. »Wer ist da?« rief sie in die Dunkelheit. Doch die Antwort kam nicht in Worten, sondern in einem tiefen, unheilvollen Brummen, das den Boden unter ihren Füßen erzittern ließ. Anna packte die Hände ihrer Geschwister. »Lauft!« schrie sie und zog sie hinter sich her. Sie rannten durch das Dickicht, die Äste peitschten ihnen ins Gesicht und der Boden war rutschig von Laub und Schlamm. Das Brummen wurde lauter, als ob der Wald selbst ihnen nachsetzte. Anna wagte es nicht, sich umzudrehen. Sie wusste, dass etwas Unheimliches hinter ihnen war. Etwas, das sie um jeden Preis einholen wollte. »Schneller!« schrie sie, obwohl ihre Beine sie kaum noch trugen. Plötzlich stolperte Emilie und fiel der Länge nach hin. »Nein!« schrie Anna und drehte sich um. Sie riss ihre Schwester hoch, doch Emilie schrie vor Schmerz auf. Ihr Knöchel war verdreht und sie konnte nicht auftreten. »Es tut weh«, wimmerte sie. »Ich kann nicht weiter!« Anna kämpfte gegen die Verzweiflung an. Sie konnte Emilie nicht zurücklassen. »Komm schon, ich helfe dir«, flüsterte sie und legte sich Emilies Arm um die Schultern. Sie humpelten weiter, Schritt für Schritt, während das Brummen hinter ihnen immer lauter wurde. Anna fühlte, wie der Boden unter ihren Füßen vibrierte, als ob sich die Erde selbst bewegen würde. Die Bäume schienen sich vor ihnen zu verschieben und der Wald veränderte sich. Plötzlich öffnete sich vor ihnen eine weitere Lichtung und Anna blieb keuchend stehen. In der Mitte der Lichtung stand eine riesige Eiche, die sich hoch in den Nachthimmel erhob. Ihre Äste waren knorrig und verformt und ihre Rinde war von tiefen Rissen durchzogen. Doch das Unheimlichste war das, was am Stamm der Eiche hing. Unzählige Puppen aus Stroh und Stoff, die an den Ästen baumelten. Ihre leeren Augen starrten die Kinder an, als ob sie ihnen folgen würden. Was ist das?« flüsterte Johann. Seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Anna konnte nicht antworten. Die Puppen schienen sich im Wind zu bewegen, obwohl die Luft still war. Sie hatte das Gefühl, als ob der Baum sie zu sich rief, als ob er sie verschlingen wollte. »Wir müssen hier weg«, flüsterte sie schließlich und drehte sich um. Doch bevor sie auch nur einen Schritt machen konnte, spürte sie, wie ihre Beine wie festgewurzelt am Boden hafteten. Sie blickte nach unten und keuchte erschrocken auf. Ihre Füße waren in das weiche Erdreich eingesunken, als ob unsichtbare Hände sie festhalten würden. »Was ist das?« rief Johann panisch und versuchte, sich zu befreien. Doch es war zwecklos. Die Erde schien sie immer tiefer in sich hineinziehen zu wollen. Anna zerrte an Emilie, doch ihre Schwester schrie auf. »Hör auf, es tut weh«, weinte sie. Tränen stiegen in Annas Augen. »Nein, das darf nicht passieren«, murmelte sie verzweifelt. »Wir müssen hier raus. Ich lasse euch nicht los.« Plötzlich begann der Baum zu knarren, als ob er sich bewegen würde. Die Puppen an seinen Ästen drehten sich langsam in ihre Richtung. Ihre leeren Augen starrten die Kinder an. Ein leises Flüstern erfüllte die Luft. Ein seltsames Murmeln, das aus allen Richtungen zu kommen schien. Anna versuchte, die Worte zu verstehen, doch es war, als ob eine fremde Sprache in ihre Gedanken sickerte. »Geh nicht! Bleib bei uns! Du gehörst uns!« Die Stimmen wurden lauter, dringlicher. Anna schüttelte den Kopf, versuchte, die unheimlichen Worte zu verdrängen. »Hört auf!« schrie sie, doch die Stimmen verstummten nicht. Sie klangen wie das Flüstern von 100 Seelen, die alle zur gleichen Zeit zu sprechen versuchten. »Er kommt! Er wird dich holen! Er ist schon hier!« Plötzlich hörte das Flüstern auf und eine tiefe, unheilvolle Stimme ertönte. »Ihr entkommt nicht.« Anna spürte, wie sich eine eiskalte Hand auf ihre Schulter legte. Sie drehte sich um und sah direkt in die leeren Augenhöhlen einer der Puppen. Ein Schrei entrang sich ihrer Kehle
und sie riss sich los, stolperte rückwärts und fiel zu Boden. »Lasst uns in Ruhe«, schrie sie. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Die Puppen hingen weiter reglos am Baum, doch das Gefühl der Bedrohung war so stark, dass es sie fast erdrückte. »Wir müssen hier raus«, rief sie und zerrte erneut an Emilie. Diesmal gab der Boden nach und sie konnte ihre Schwester befreien. Johann gelang es ebenfalls, seine Füße aus dem weichen Erdreich zu ziehen. Die Kinder stürmten davon, rannten so schnell sie konnten, die Lichtung hinter sich lassend. Anna wagte es nicht, weit zurückzublicken, doch sie spürte den Blick der Puppen auf ihrem Rücken, als ob sie verfolgt würden. Sie rannten, bis sie das Gefühl hatten, ihre Beine würden unter ihnen nachgeben. Schließlich brachen sie auf einer kleinen Anhöhe zusammen, keuchend und zitternd. Anna drehte sich um, doch die Lichtung mit dem unheimlichen Baum war verschwunden. Es war, als ob sie nie dort gewesen wäre. Was war das?« flüsterte Johann atemlos. Anna wusste es nicht. Alles, was sie wusste, war, dass sie nicht sicher waren. Der Wald war wie ein Labyrinth, das sie immer tiefer in seine düsteren Geheimnisse lockte. »Wir dürfen nicht aufgeben«, sagte sie fest entschlossen, obwohl ihr eigener Mut zu schwinden drohte. »Wir müssen weiter. Wir müssen einen Weg finden, hier rauszukommen.« Ihre Geschwister nickten schwach, ihre Gesichter waren blass und voller Angst. Anna kämpfte gegen die Tränen an. Sie durfte jetzt nicht schwach sein. Nicht jetzt. Sie erhoben sich und gingen weiter. Jeder Schritt fühlte sich an wie eine endlose Tortur. Der Wald schien sie verhöhnen zu wollen. Jeder Pfad, dem sie folgten, führte ins Nichts. Die Dunkelheit wurde dichter. Die Äste der Bäume griffen nach ihnen wie knorrige Finger. Anna spürte, wie ihre Hoffnung schwand. Plötzlich bemerkte sie einen Lichtschein vor sich. Sie blieb stehen und blinzelte, unsicher, ob sie sich das nur einbildete. »Was ist das?« flüsterte Emilie. Anna zögerte, doch dann ging sie vorsichtig auf das Licht zu. Je näher sie kamen, desto heller wurde der Schein. Und dann sahen sie es. Ein kleines, verlassenes Dorf, dessen Häuser halb verfallen und überwuchert waren. Die Fenster waren zerschlagen und das Licht kam aus einer einzigen Hütte am Ende der Straße. »Sollen wir da hingehen?« fragte Johann unsicher. Anna wusste es nicht. Doch was blieb ihnen anderes übrig? »Ja«, sagte sie schließlich. »Vielleicht finden wir dort Hilfe.« Sie gingen langsam auf die Hütte zu. Ihre Schritte hallten auf dem gepflasterten Weg wider. Die Tür der Hütte war einen Spalt geöffnet und warmes Licht drang nach draußen. Anna hob die Hand und klopfte vorsichtig an. Keine Antwort. Sie drückte die Tür weiter auf und trat ein. Das Innere der Hütte war klein, doch sauber. In der Mitte des Raumes brannte ein Kaminfeuer und vor dem Feuer saß eine alte Frau mit silbernem Haar. Sie blickte auf, als Anna eintrat, und lächelte freundlich. »Kommt herein, meine Kinder«, sagte sie mit sanfter Stimme. »Setzt euch ans Feuer. Ihr seht aus, als hättet ihr eine lange Reise hinter euch.« Anna zögerte. Etwas an der Frau kam ihr seltsam vor, doch die Wärme des Feuers war zu verlockend, um es abzulehnen. Sie trat näher und setzte sich vorsichtig auf einen Stuhl. Johann und Emilie folgten ihr. Ihre Augen ruhten misstrauisch auf der Frau. »Wer sind Sie?« fragte Anna schließlich. Die Frau lächelte und ihr Lächeln schien plötzlich kalt und berechnend. »Ich bin nur eine alte Frau, die euch helfen möchte«, sagte sie sanft. »Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr seid hier sicher.« Doch Anna spürte, dass das nicht stimmte. Die Frau beugte sich vor. Ihre Augen funkelten im Schein des Feuers. »Der Wald gehört mir«, flüsterte sie. »Und ihr gehört jetzt auch mir.« Ehe Anna reagieren konnte, veränderte sich das Gesicht der Frau. Ihr Lächeln verzerrte sich und ihre Augen wurden tiefschwarz. »Ihr werdet hier bleiben«, flüsterte sie. »Für immer.« Anna sprang auf, doch die Tür hinter ihr knallte zu und der Raum füllte sich mit einem unheimlichen Lachen. Die Kinder schrien, als sich der Boden unter ihnen öffnete und dunkle, knorrige Wurzeln nach ihnen griffen. »Ihr entkommt nicht«, schrie die alte Frau, während sich die Dunkelheit um die Kinder schloss.
Im Jahr 1990, in der abgelegenen Gegend von Dunkelmoor im Norden Deutschlands, verschwand die 8-jährige Elisabeth Schilling eines Nachts spurlos aus dem Haus ihrer Familie. Die Schillings lebten am Rande eines düsteren Waldes, der von dichten Nebelschwaden und sumpfigen Gebieten umgeben war. Niemand wusste, wohin das kleine Mädchen verschwunden sein könnte, und die Dorfbewohner flüsterten sich leise Geschichten über den Fluch von Dunkelmoor zu. Es hieß, dass der Wald einmal im Jahr, während der sogenannten Nacht der verlorenen Seelen, die Unschuldigen zu sich rufe und nie wieder freigebe. Martha Schilling, Elisabeths 16-jährige Schwester, war überzeugt, dass etwas Übernatürliches ihre Schwester geholt hatte. Tagelang durchsuchten sie und ihr Vater den Wald, riefen nach Elisabeth, doch das Einzige, was sie fanden, war ihr kleines rotes Haarband, das an einem Baumast hing. Die Wochen vergingen und die Hoffnung, Elisabeth lebend zu finden, schwand. Martha konnte die Dunkelheit spüren, die sich über ihre Familie legte. Ihr Vater wurde still und verbittert. Ihre Mutter sprach kaum noch ein Wort. Das Haus, das einst voller Leben und Lachen war, wurde kalt und trostlos. Eines Nachts, als Martha allein in ihrem Zimmer saß und versuchte, die Erinnerungen an ihre Schwester wachzuhalten, hörte sie plötzlich ein leises Klopfen an ihrem Fenster. Ihr Herz setzte einen Schlag aus und sie drehte sich langsam um. Draußen, in der Dunkelheit, stand eine Gestalt. Martha sprang auf und riss das Fenster auf. »Elisabeth«, flüsterte sie ungläubig. Die Gestalt trat ins Licht und Martha schnappte nach Luft. Es war tatsächlich ihre kleine Schwester, aber etwas stimmte nicht mit ihr. Elisabeths Augen waren glasig und leer und ihr Gesicht war ausdruckslos. »Ich bin zurückgekommen, Martha«, sagte sie tonlos. Martha konnte kaum glauben, was sie sah. Sie wollte ihre Schwester in die Arme schließen, doch irgendetwas an Elisabeth hielt sie zurück. Die Kälte, die von ihr ausging, war fast greifbar. »Wo warst du?« fragte sie, und ihre Stimme zitterte. Elisabeth starrte sie nur an, als ob sie die Worte nicht verstehen würde. Dann drehte sie sich abrupt um und ging davon, hinaus in den nächtlichen Nebel. Martha rief ihr nach, doch Elisabeth blieb nicht stehen. Wie in Trance folgte Martha ihrer Schwester durch den Garten und weiter in den Wald. Die Äste knackten unter ihren Füßen und das Mondlicht warf lange Schatten, die wie gespenstische Gestalten wirkten. »Warte!« rief Martha verzweifelt. »Komm zurück, Elisabeth!« Doch das Mädchen ging weiter, immer tiefer in den dunklen Wald hinein, bis sie schließlich auf einer kleinen Lichtung stehen blieb. Auf der Lichtung, im Zentrum des bleichen Mondlichts, drehte sich Elisabeth um. Ihr Gesicht war ausdruckslos. Ihre Augen starrten ins Nichts. »Ich bin hier«, sagte sie leise. »Ich bin zurückgekommen, aber ich bin nicht allein.« Martha stockte der Atem. Was meinst du?« fragte sie zögerlich. Elisabeth hob eine Hand und zeigte hinter sich. Martha blinzelte in die Dunkelheit, doch sie konnte nichts erkennen. Dann sah sie es. Schatten, die sich zwischen den Bäumen bewegten. Zuerst dachte sie, es seien Tiere, aber die Schatten hatten eine seltsame, menschliche Form. Ihre Bewegungen waren langsam und schlurfend, als ob sie mit jedem Schritt große Anstrengung aufbringen müssten. »Wer sind Sie?« flüsterte Martha entsetzt. Elisabeth drehte sich zu den Schatten um und ein unheimliches Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. »Das sind die verlorenen Seelen«, sagte sie ruhig. »Sie haben mich zurückgebracht. Und sie wollen nicht, dass ich allein bin.« Panik ergriff Martha und sie wich einen Schritt zurück. Doch bevor sie sich umdrehen konnte, spürte sie eine eisige Hand, die sich um ihren Arm legte. »Komm nicht näher«, flüsterte Elisabeth und drückte Marthas Arm mit einer übermenschlichen Kraft, die der einer 8-Jährigen unmöglich sein sollte. »Du darfst nicht fortgehen. Sie haben mich gerufen und jetzt rufen sie auch dich.« Martha riss sich los und stolperte rückwärts. »Nein«, schrie sie und drehte sich um. Sie rannte so schnell sie konnte. Ihre Beine trugen sie durch das dichte Unterholz, während die Schatten um sie herum wie lebendig schienen.
Zweige peitschten ihr ins Gesicht und Dornen zerkratzten ihre Hände, doch sie hielt nicht an. »Lauf«, rief sie sich selbst zu. »Lauf, bevor sie dich holen!« Doch die Dunkelheit schien sie zu verfolgen, als ob sie lebendig wäre. Sie konnte die schweren Schritte hinter sich hören, ein leises Wimmern und das Rascheln der Blätter. Martha rannte, bis sie das Gefühl hatte, ihre Lungen würden brennen. Schließlich stolperte sie auf eine Lichtung und fiel zu Boden. Sie wagte kaum zu atmen und sah sich hektisch um. Der Wald war still. Das Einzige, was sie hören konnte, war ihr eigener Herzschlag. »Wo bin ich?« flüsterte sie verzweifelt. Die Bäume schienen sich um sie zu schließen, und die Dunkelheit war so dicht, dass sie kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Plötzlich raschelte es hinter ihr, und Martha fuhr herum. Elisabeth stand am Rand der Lichtung, das gleiche ausdruckslose Lächeln auf ihrem Gesicht. »Du kannst nicht weglaufen, Martha«, sagte sie leise. »Sie werden dich finden. Sie finden jeden.« Martha rappelte sich auf die Beine und wich langsam zurück. »Bleib weg von mir«, schrie sie. Elisabeth machte einen Schritt auf sie zu. »Du gehörst jetzt zu uns«, flüsterte sie. Martha drehte sich um und wollte wegrennen. Doch bevor sie auch nur einen Schritt machen konnte, spürte sie eine unsichtbare Kraft, die sie an Ort und Stelle hielt. Es war, als ob der Wald selbst sie umklammerte, sie festhielt und nicht loslassen wollte. Die Schatten am Rand der Lichtung begannen sich zu bewegen, kamen langsam näher. »Nein«, schrie Martha und kämpfte gegen die unsichtbaren Fesseln an. »Lasst mich gehen!« Doch die Schatten kamen immer näher, bis sie fast berührten. »Komm zu uns«, flüsterten die Stimmen. »Du gehörst uns.« Martha schüttelte den Kopf. Tränen liefen ihr über das Gesicht. »Nein, ich will das nicht«, schrie sie verzweifelt. Doch dann spürte sie eine sanfte Berührung an ihrer Schulter und die unsichtbaren Fesseln lösten sich. Sie blickte auf und sah in Elisabeths Augen. »Ich will dich beschützen«, sagte Elisabeth leise. »Aber du musst mit mir kommen.« Martha zögerte, doch dann nickte sie langsam. Sie spürte, dass Widerstand zwecklos war. »Wohin gehen wir?«, flüsterte sie. Ihre Stimme zitterte. Elisabeth lächelte und streckte die Hand aus. »Ins Herz des Waldes«, sagte sie. »Dorthin, wo die verlorenen Seelen leben.« Martha wollte ablehnen, doch irgendetwas zwang sie, Elisabeths Hand zu ergreifen. Gemeinsam gingen sie über die Lichtung, und die Schatten wichen vor ihnen zurück. »Wer sind Sie?«, fragte Martha, als sie an den gesichtslosen Gestalten vorbeikamen. »Das sind die, die gerufen wurden«, antwortete Elisabeth ruhig. »Die, die nie mehr zurückkehren konnten.« Ein Schauer lief Martha über den Rücken. »Sind sie tot?«, flüsterte sie. Elisabeth schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie leise. »Nicht wirklich. Sie sind gefangen, zwischen dem Leben und dem Tod.« Martha wollte mehr fragen, doch die Worte blieben ihr im Halse stecken. Martha und Elisabeth gingen Hand in Hand durch die Dunkelheit. Die Schatten um sie herum schienen zu flüstern, Worte, die Martha nicht verstehen konnte. Die Bäume wurden dichter, die Äste ragten wie knorrige Finger in die Luft. Das Licht des Mondes verschwand, und sie waren nun vollständig in Finsternis gehüllt. Martha konnte die Präsenz der Schatten spüren, als ob sie umschlangen, doch Elisabeth ging unbeirrt weiter. »Wo bringst du mich hin?«, fragte Martha schließlich. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Elisabeth blieb stehen und drehte sich langsam um. Ihr Gesicht war leer, ihre Augen waren nur dunkle, leere Löcher. »Wir gehen nach Hause«, sagte sie mit einer Stimme, die nicht ihre eigene war. Martha spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog. Was meinst du damit?«, fragte sie zögernd. Doch bevor Elisabeth antworten konnte, begann der Boden unter ihnen zu vibrieren. Der Boden riss auf und eine eisige Brise stieg aus der Erde empor. Martha stolperte zurück, ließ Elisabeths Hand los. »Was passiert hier?«, schrie sie, doch Elisabeth bewegte sich nicht.
Sie stand einfach nur da, ihre Arme ausgebreitet, als ob sie den Wald willkommen heißen würde. »Sie kommen«, flüsterte sie leise. »Die Wächter des Waldes. Sie holen uns.« Martha blickte auf den aufgerissenen Boden und erstarrte vor Angst. Dunkle Gestalten krochen aus der Erde, ihre Körper waren von Schlamm und Wurzeln bedeckt. Ihre Augen leuchteten in einem unheimlichen Grün und ihre Gesichter waren verzerrt vor Schmerz. »Was seid ihr?« flüsterte Martha entsetzt. Die Gestalten kamen näher, ihre Bewegungen waren ruckartig und unnatürlich. »Wir sind die Wächter«, flüsterten sie. »Wir bewachen die verlorenen Seelen. Und du gehörst jetzt zu uns.« Panik ergriff Martha und sie wich zurück. »Nein, das darf nicht wahr sein«, schrie sie und drehte sich um. Sie wollte wegrennen, doch die Gestalten griffen nach ihr. Ihre knorrigen Finger gruben sich in ihre Arme und Beine. »Lass mich los«, schrie sie und riss sich los. Sie stolperte zurück und sah, wie die Gestalten sich auf Elisabeth zubewegten. Doch Elisabeth machte keinen Versuch zu fliehen. Sie ließ die Wächter näher kommen, und als sie erreichten, legten sie sanft ihre Hände auf ihre Schultern. »Wir haben dich gerufen«, flüsterte eine der Gestalten. »Du bist eine von uns.« Elisabeth nickte langsam. »Ja«, sagte sie leise. »Ich bin gekommen, um zu bleiben.« Martha wollte schreien, wollte ihre Schwester aus den Fängen der Kreaturen reißen, doch sie konnte sich nicht rühren. Es war, als ob der Wald selbst sie festhielt. Plötzlich lösten sich die Gestalten von Elisabeth und drehten sich langsam zu Martha um. Ihre leuchtenden Augen starrten sie an, und ein unheimliches Lächeln erschien auf ihren verzerrten Gesichtern. »Du wirst uns folgen«, flüsterte einer der Wächter. »Du wirst mit uns kommen.« Martha schüttelte verzweifelt den Kopf. »Nein, ich will das nicht«, schrie sie. Doch die Wächter kamen näher, ihre Hände griffen nach ihr. Plötzlich spürte sie eine Berührung an ihrer Schulter. Sie fuhr herum und sah Elisabeth, die sie sanft ansah. »Es ist okay«, flüsterte sie. »Sie wollen dir nichts Böses. Sie wollen nur, dass du bleibst.« Martha fühlte, wie ihre Kraft sie verließ. Sie wollte weglaufen, wollte fliehen, doch irgendetwas hielt sie zurück. »Warum? Warum tun sie das?« fragte sie verzweifelt. Elisabeths Gesicht wurde traurig. »Weil der Wald uns nicht gehen lässt«, sagte sie leise. »Wir gehören ihm.« Die Wächter umringten Martha und Elisabeth, und die Dunkelheit schien sie zu verschlingen. Plötzlich hörte Martha ein tiefes, dröhnendes Geräusch, ein Herzschlag, der durch den gesamten Wald zu hallen schien. »Was ist das?« flüsterte sie erschrocken. Elisabeth sah sie mit leeren Augen an. »Das ist das Herz des Waldes«, sagte sie ruhig. »Es schlägt für uns alle, für jede verlorene Seele, die hier gefangen ist.« Martha konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass sie in einen Albtraum geraten war. »Ich will hier nicht sein«, flüsterte sie. Tränen stiegen ihr in die Augen. Doch Elisabeth legte sanft ihre Hand auf Marthas Wange. »Es ist okay«, flüsterte sie. »Du wirst dich daran gewöhnen. Wir alle haben uns daran gewöhnt.« Die Wächter begannen, sich zu bewegen. Sie bildeten einen Kreis um die beiden Schwestern und schlossen ihre Augen. Plötzlich begann der Boden erneut zu vibrieren und die Dunkelheit wurde noch dichter. Martha konnte nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Die Dunkelheit war allumfassend und das einzige Geräusch war das tiefe, langsame Schlagen des Waldes. »Was passiert hier?« schrie sie, doch ihre Stimme verhallte im Nichts. Plötzlich spürte sie einen Zug, als ob sie in die Erde hineingezogen würde. »Nein!« schrie sie verzweifelt und versuchte, sich loszureißen. Doch es war zwecklos. Der Boden unter ihr gab nach, und sie spürte, wie sie langsam nach unten gezogen wurde. »Elisabeth!« schrie sie. »Hilf mir!« Doch Elisabeth stand nur da, ihre Augen auf Martha gerichtet. »Du musst kommen«, flüsterte sie. »Es gibt keinen Weg zurück.« Martha kämpfte weiter, doch ihre Beine wurden immer tiefer in die Erde hineingezogen. Panik übermannte sie und sie schrie,
bis ihre Kehle brannte. Doch dann, plötzlich, ließ der Druck nach und sie fiel rücklings zu Boden. Die Dunkelheit wich und Martha lag keuchend auf dem weichen Moos der Lichtung. Sie sah sich hektisch um, doch die Wächter waren verschwunden. Elisabeth stand allein in der Mitte der Lichtung, ihr Blick auf die Erde gerichtet. »Was? Was ist passiert?« keuchte Martha und rappelte sich auf. Elisabeth blickte auf und sah sie mit einem traurigen Ausdruck an. »Sie haben dich geprüft«, sagte sie leise. »Sie wollten wissen, ob du stark genug bist.« Martha verstand nicht, doch ehe sie fragen konnte, trat Elisabeth einen Schritt zurück. »Du kannst noch gehen, Martha«, flüsterte sie. »Aber ich kann nicht mit dir kommen.« Marthas Herz setzte einen Schlag aus. »Was meinst du damit?« fragte sie entsetzt. Elisabeths Gesicht war traurig. »Ich gehöre jetzt zu ihnen«, sagte sie leise. »Der Wald hat mich geholt und ich kann nicht mehr fort.« Tränen stiegen Martha in die Augen. »Nein, ich lasse dich nicht hier«, schrie sie und machte einen Schritt auf ihre Schwester zu. Doch Elisabeth hob die Hand. »Bleib, wo du bist«, sagte sie leise. »Wenn du zu nahe kommst, werden sie dich holen.« Martha blieb stehen, unfähig, sich zu rühren. Aber was soll ich tun?«, flüsterte sie verzweifelt. Elisabeth sah sie mit einem Blick an, der älter und weiser war, als er bei einem 8-jährigen Mädchen hätte sein sollen. »Du musst gehen«, sagte sie ruhig. »Du musst hier rausgehen und nie wieder zurückkommen.« Martha schüttelte den Kopf. »Ich kann dich nicht hier lassen«, flüsterte sie. »Du bist meine Schwester.« Elisabeths Gesicht blieb ausdruckslos. »Ich bin nicht mehr deine Schwester«, sagte sie leise. »Nicht wirklich. Ich bin eine von ihnen. Und du darfst hier nicht bleiben.« Martha fühlte, wie Tränen ihr über die Wangen liefen. »Elisabeth«, flüsterte sie. Doch bevor sie noch etwas sagen konnte, begann die Luft um sie herum zu vibrieren. Die Dunkelheit kroch wieder heran und die Schatten kehrten zurück. »Geh«, flüsterte Elisabeth. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch. »Geh, bevor es zu spät ist.« Martha zögerte, doch dann drehte sie sich um und rannte. Sie rannte durch das Dickicht. Ihre Tränen vermischten sich mit dem kalten Schweiß auf ihrer Stirn. »Ich komme wieder«, schrie sie, doch Elisabeth antwortete nicht. Martha rannte weiter, immer tiefer in den Wald hinein, bis sie schließlich auf einen vertrauten Pfad stieß. Der Wald schien sich um sie zu winden, die Bäume verschoben sich, doch sie hielt an ihrem Kurs fest. Die Dunkelheit schien nach ihr zu greifen, doch sie kämpfte sich weiter voran. »Ich werde dich retten, Elisabeth«, flüsterte sie verzweifelt. »Ich lasse dich nicht hier.« Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dass ihre Schwester für immer verloren war. Der Wald wurde immer dichter, die Äste kratzten an Marthas Armen und Gesicht, doch sie ließ sich nicht aufhalten. Plötzlich brach sie auf eine weitere Lichtung und blieb abrupt stehen. Vor ihr, mitten in der Dunkelheit, erhob sich eine riesige Eiche. Ihre Äste waren kahl und ihre Rinde war tief eingerissen. Doch das Unheimlichste war das, was in den Ästen hing. Dutzende von kleinen Puppen, jede aus einem anderen Material gefertigt, jede mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Martha spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog. Sie trat vorsichtig näher und hob eine Hand, um eine der Puppen zu berühren. Doch bevor sie erreichen konnte, öffneten die Puppen ihre Augen. Ein leises, unheimliches Flüstern erfüllte die Luft. »Willkommen, Martha«, flüsterten die Puppen im Chor. »Wir haben auf dich gewartet.« Martha wich zurück, doch die Puppen folgten ihr mit ihren leeren Augen. »Was seid ihr?«, flüsterte sie. Ihre Stimme zitterte. Die Puppen lachten leise. Ein unheimliches, verzerrtes Geräusch. »Wir sind die Stimmen des Waldes«, flüsterten sie im Chor. »Die verlorenen Seelen, die hier gefangen sind.« Martha schüttelte verzweifelt den Kopf. »Nein«, murmelte sie, »das kann nicht wahr sein.« Die Puppen schwankten sanft im Wind, als ob sie von unsichtbaren Händen bewegt würden.
Du hast deine Schwester gesucht, flüsterten sie. Aber sie gehört uns jetzt. Sie ist eine von uns geworden. Und bald wirst auch du zu uns gehören. Martha spürte, wie Panik in ihr aufstieg. Sie drehte sich um und rannte, stolperte fast über die Wurzeln, die aus dem Boden ragten. Doch das Lachen der Puppen folgte ihr, hallte durch den Wald, während sie verzweifelt versuchte, einen Ausweg zu finden. Die Dunkelheit schien immer dichter zu werden, und Martha konnte kaum noch die Hand vor Augen sehen. Sie hörte das Rascheln der Blätter hinter sich, die leisen Stimmen, die ihren Namen flüsterten. »Martha, komm zurück!« Doch sie ließ sich nicht aufhalten. »Nein!« schrie sie. »Lasst mich in Ruhe!« Sie rannte weiter, bis sie schließlich auf eine weitere Lichtung stolperte. Der Mond war hinter einer dichten Wolkendecke verschwunden und die Dunkelheit umhüllte sie wie ein Mantel. Martha blickte sich hektisch um. »Wo bin ich?« flüsterte sie verzweifelt. Plötzlich spürte sie einen kalten Hauch an ihrem Nacken und sie fuhr herum. Eine große Gestalt stand am Rand der Lichtung, halb verborgen im Schatten der Bäume. »Du hast den Ruf gehört«, sagte die Gestalt mit tiefer, dröhnender Stimme. »Und du bist gekommen.« Martha wich zurück. Ihre Beine zitterten vor Angst. »Wer bist du?« fragte sie zögernd. Die Gestalt trat näher, und Martha konnte sehen, dass es ein Mann war, doch sein Gesicht war verdeckt. »Ich bin der Wächter des Waldes«, sagte er ruhig. »Ich bewache die verlorenen Seelen, die hier gefangen sind.« Martha schüttelte den Kopf. »Ich will hier nicht sein«, flüsterte sie. »Ich will nur meine Schwester zurück.« Der Wächter lachte leise. Ein tiefes, bedrohliches Geräusch. »Deine Schwester gehört jetzt dem Wald«, sagte er. »Du kannst sie nicht zurückholen.« Martha spürte, wie Verzweiflung in ihr aufstieg. Aber ich muss sie retten«, flüsterte sie. Der Wächter trat noch näher. »Du kannst niemanden retten«, sagte er leise. »Niemand entkommt dem Wald. Jeder, der den Ruf hört, gehört uns.« Martha wollte zurückweichen, doch ihre Füße schienen am Boden festzuwachsen. Der Wächter streckte eine Hand aus, und sie spürte eine eisige Kälte, die von ihm ausging. »Lass mich gehen«, flüsterte Martha. Ihre Stimme zitterte vor Angst. Der Wächter schüttelte langsam den Kopf. »Das kann ich nicht«, sagte er leise. »Du gehörst jetzt zu uns.« Bevor Martha etwas erwidern konnte, griff er nach ihrem Arm. Ein stechender Schmerz durchzuckte ihren Körper und sie schrie auf. Es war, als ob die Kälte in ihre Adern eindrang, sie von innen heraus erstarren ließ. »Nein«, schrie sie und riss sich los. Sie stolperte rückwärts und fiel zu Boden. Der Wächter trat langsam näher und sein Schatten schien die gesamte Lichtung zu verschlingen. »Es gibt keinen Ausweg«, flüsterte er. »Du wirst bleiben. Für immer.« Martha wollte schreien, doch die Worte blieben ihr im Halse stecken. Die Dunkelheit kroch näher, umschlang ihre Beine, ihre Arme, ihren Körper. »Lass mich in Ruhe«, schrie sie verzweifelt. Doch die Dunkelheit ließ sie nicht los. Plötzlich hörte Martha eine vertraute Stimme. »Lauf, Martha«, rief Elisabeth. »Lauf, bevor es zu spät ist!« Martha riss die Augen auf und sah ihre Schwester am Rand der Lichtung stehen. »Elisabeth«, schrie sie und versuchte sich aufzurappeln. »Hilf mir!« Doch Elisabeth schüttelte nur den Kopf. »Ich kann nicht«, flüsterte sie. »Aber du kannst noch entkommen. Lauf, so schnell du kannst.« Martha spürte, wie ihre Beine wieder frei wurden. Sie sprang auf und rannte los, die Dunkelheit hinter sich lassend. »Danke, Elisabeth«, rief sie, doch ihre Schwester antwortete nicht. Martha rannte weiter, stolperte über Wurzeln und Äste, doch sie hielt nicht an. Sie konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass der Wächter ihr dicht auf den Fersen war. »Lauf«, rief sie sich selbst zu. »Lauf und bleib nicht stehen!« Die Dunkelheit um sie herum schien zu wirbeln. Die Schatten verschmolzen miteinander und bildeten eine undurchdringliche Wand. Martha rannte weiter, bis sie schließlich auf einen schmalen Pfad stieß. Ohne nachzudenken, folgte sie dem Pfad, der sich durch das dichte Unterholz schlängelte. Ihre Füße trugen sie immer weiter.
und sie konnte das dumpfe Dröhnen des Herzschlags des Waldes hinter sich hören. Plötzlich hörte der Pfad auf und sie stand am Rand eines tiefen Abgrunds. Vor ihr klaffte eine riesige Schlucht und das Dunkel darunter schien endlos. Martha hielt inne und blickte verzweifelt zurück. Der Pfad hinter ihr war verschwunden und sie war umringt von Bäumen, deren Äste sich wie gierige Finger nach ihr ausstreckten. »Nein«, flüsterte sie verzweifelt. »Das darf nicht das Ende sein.« Die Dunkelheit hinter ihr bewegte sich und sie spürte, wie die Kälte des Waldes näher kam. »Du kannst nicht entkommen«, flüsterte eine Stimme in ihrem Kopf. »Gib auf!« Martha schüttelte den Kopf. »Nein«, schrie sie und machte einen Schritt zurück. »Ich werde nicht aufgeben!« Sie blickte hinunter in den Abgrund. Ihre Gedanken rasten. Vielleicht führt der Abgrund hinaus«, flüsterte sie. »Vielleicht ist das der einzige Weg.« Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dass es keine Rückkehr geben würde, wenn sie sprang. »Du musst springen«, flüsterte eine Stimme in ihrem Kopf. »Spring, und du wirst frei sein.« Martha schloss die Augen. »Nein«, murmelte sie. »Das ist nicht der Weg.« Plötzlich hörte sie Elisabeths Stimme in der Ferne. »Martha«, rief sie. »Komm zu mir!« Martha riss die Augen auf und sah Elisabeth auf der anderen Seite der Schlucht stehen. »Elisabeth«, schrie sie. »Wie bist du?« Elisabeth streckte die Hand aus. »Spring«, flüsterte sie. »Ich werde dich fangen.« Martha zögerte. Aber was, wenn ich falle?« Elisabeth lächelte sanft. »Ich werde dich auffangen«, sagte sie leise. »Vertrau mir.« Martha atmete tief durch und trat an den Rand der Schlucht. Ihr Herz raste und ihr ganzer Körper zitterte vor Angst. »Ich kann das nicht«, flüsterte sie. Doch Elisabeth nickte ermutigend. »Du kannst es«, sagte sie sanft. »Spring, Martha. Ich werde dich auffangen.« Martha schloss die Augen und sprang. Der Fall schien ewig zu dauern. Der Wind rauschte in ihren Ohren und sie spürte, wie die Dunkelheit nach ihr griff. Doch dann, plötzlich, landete sie sanft auf der anderen Seite. »Elisabeth«, flüsterte sie und blickte auf. Elisabeth stand vor ihr, ein sanftes Lächeln auf den Lippen. »Du hast es geschafft«, sagte sie leise. »Du bist entkommen.« Martha konnte es kaum glauben. Aber was ist mit dir?« fragte sie. Elisabeths Lächeln verblasste. »Ich kann nicht mit dir kommen«, sagte sie leise. »Ich gehöre jetzt dem Wald. Aber du musst gehen. Geh nach Hause und kehr nie wieder zurück.« Martha schüttelte verzweifelt den Kopf. »Nein«, schrie sie. »Ich lasse dich nicht hier.« Doch Elisabeth legte sanft eine Hand auf Marthas Wange. »Es ist okay«, flüsterte sie. »Ich werde hier bleiben, aber du musst weitergehen.« Tränen stiegen Martha in die Augen. »Elisabeth«, flüsterte sie. Doch ihre Schwester drehte sich um und ging langsam zurück in den Wald. »Geh, bevor es zu spät ist«, flüsterte sie. Und dann war sie verschwunden. Martha blieb allein am Rand der Schlucht zurück, ihre Gedanken rasten. »Elisabeth«, rief sie erneut. Doch ihre Schwester antwortete nicht. Der Wald um sie herum war still und es war, als ob alle Geräusche plötzlich verstummt wären. »Was soll ich jetzt tun?«, flüsterte Martha verzweifelt. Sie konnte den Weg, den sie gekommen war, nicht mehr zurückgehen, und die Dunkelheit um sie herum schien immer dichter zu werden. Der einzige Weg führte weiter in den Wald hinein, doch Martha zögerte. Tief in ihrem Inneren spürte sie, dass sie sich dem wahren Herzen des Waldes näherte. Dem Ort, von dem niemand zurückkehrte. »Ich muss stark bleiben«, flüsterte sie und zwang sich aufzustehen. »Für Elisabeth.« Sie setzte einen Fuß vor den anderen. Ihre Schritte waren langsam und unsicher. Doch je weiter sie ging, desto mehr schien sich der Wald um sie herum zu verändern. Die Bäume wurden größer, ihre Äste bildeten ein dichtes Dach über ihrem Kopf, das kein Licht hindurchließ. Und dann, plötzlich, hörte sie wieder den tiefen Herzschlag des Waldes. Das tiefe, langsame Pochen erfüllte die Luft.
und Martha spürte, wie es sich mit ihrem eigenen Herzschlag vermischte. »Woher kommt das?« flüsterte sie und blickte sich hektisch um. Der Wald schien lebendig zu sein. Die Äste bewegten sich, als ob sie nach ihr greifen wollten. Plötzlich sah sie vor sich eine schmale, verwitterte Treppe, die in die Erde hinabführte. »Was ist das?« murmelte sie und trat vorsichtig näher. Die Treppe war von Moos und Wurzeln überwuchert, doch sie schien in die Tiefe des Waldes zu führen. Vielleicht ist das der Weg raus«, flüsterte Martha, obwohl sie tief in ihrem Inneren wusste, dass das nicht stimmte. Doch sie hatte keine Wahl. Mit zitternden Händen griff sie nach der ersten Treppenstufe und begann hinabzusteigen. Jeder Schritt brachte sie tiefer in die Dunkelheit, und das Pochen des Herzschlags wurde lauter. Die Treppe schien endlos zu sein. Martha wusste nicht, wie lange sie schon hinabstieg. Die Luft wurde kälter und sie konnte ihren eigenen Atem in der Dunkelheit sehen. Plötzlich hörte die Treppe auf und sie stand vor einer massiven, alten Tür aus schwerem Holz. Ein unheimliches Symbol war in das Holz geritzt, ein Kreis mit Linien, die wie Wurzeln nach außen wuchsen. »Was ist das?« flüsterte Martha und legte vorsichtig eine Hand auf die Tür. Ein Schauer lief ihr über den Rücken und sie zog die Hand hastig zurück. Doch etwas in ihr drängte sie, die Tür zu öffnen. »Ich muss wissen, was dahinter ist«, flüsterte sie entschlossen und drückte die Tür auf. Sie schwang mit einem leisen Knarren auf und Martha trat vorsichtig ein. Das, was sie auf der anderen Seite sah, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Sie stand in einem riesigen Raum, dessen Wände und Decke von knorrigen, pulsierenden Wurzeln durchzogen waren. In der Mitte des Raumes erhob sich ein gigantisches, pulsierendes Herz, das mit jedem Schlag eine Welle aus Dunkelheit durch den Raum schickte. Die Wurzeln um das Herz herum schienen lebendig zu sein. Sie bewegten sich, als ob sie atmeten. »Das ist das Herz des Waldes«, flüsterte Martha entsetzt. »Das ist der Grund für all das.« Plötzlich sah sie, dass die Wurzeln sich öffneten und aus ihnen krochen Gestalten hervor, die verlorenen Seelen, die im Wald gefangen waren. Ihre Augen leuchteten in einem unheimlichen Grün und ihre Gesichter waren von Schmerz und Angst verzerrt. »Warum seid ihr hier?« flüsterte Martha. Doch die Seelen antworteten nicht. Sie streckten ihre Arme aus, als ob sie Martha erreichen wollten. Doch die Wurzeln hielten sie zurück. Plötzlich hörte Martha ein tiefes, dröhnendes Lachen. Sie fuhr herum und sah den Wächter des Waldes am anderen Ende des Raumes stehen. »Du hast es gefunden«, sagte er leise. »Das Herz des Waldes. Der Ursprung allen Lebens und aller Dunkelheit.« Martha wich zurück. »Warum? Warum tust du das?« schrie sie verzweifelt. Der Wächter trat näher. Seine Augen glühten in einem unheimlichen Licht. »Weil der Wald es verlangt«, sagte er ruhig. »Der Wald braucht Seelen, um zu überleben. Und die, die den Ruf hören, gehören ihm.« Martha schüttelte den Kopf. Tränen liefen ihr über das Gesicht. »Das ist nicht wahr«, schrie sie. »Lass mich gehen! Lass Elisabeth gehen!« Der Wächter blieb stehen und sah sie mit einem traurigen Lächeln an. »Das kann ich nicht«, sagte er leise. »Elisabeth gehört jetzt dem Wald, und bald wirst auch du zu uns gehören.« Martha spürte, wie die Dunkelheit um sie herum dichter wurde. Die Wurzeln begannen sich zu bewegen, krochen langsam über den Boden auf sie zu. »Nein«, schrie sie und wich zurück. »Lasst mich in Ruhe!« Doch die Wurzeln ließen nicht los. Sie umschlangen ihre Beine, krochen ihre Arme hinauf und zogen sie langsam nach unten. »Hilf mir«, schrie Martha, doch ihre Stimme verhallte im Nichts. Plötzlich hörte sie Elisabeths Stimme in der Ferne. »Du musst stark bleiben, Martha«, flüsterte sie. »Du darfst nicht aufgeben.« Martha blickte verzweifelt umher, doch ihre Schwester war nirgends zu sehen. »Elisabeth«, schrie sie. »Wo bist du?« Doch Elisabeth antwortete nicht. Martha spürte, wie die Wurzeln sie immer weiter nach unten zogen. »Das ist nicht das Ende«, flüsterte Elisabeths Stimme erneut. »Du kannst entkommen. Du musst nur das Herz zerstören.«
Martha blickte auf das pulsierende Herz in der Mitte des Raumes. »Das Herz zerstören?« flüsterte sie. »Aber wie?« Die Wurzeln um ihren Körper wurden immer enger, doch Martha kämpfte dagegen an. »Ich muss es versuchen«, murmelte sie entschlossen. Mit all ihrer Kraft riss sie sich los und stolperte nach vorne. Das Herz pochte laut und kräftig, als ob es spürte, was sie vorhatte. »Du wirst es nicht schaffen«, flüsterte der Wächter. Seine Stimme war ein bedrohliches Grollen. »Das Herz ist das Leben des Waldes. Wenn du es zerstörst, zerstörst du alles.« Martha blieb stehen, ihre Hand zitterte. »Was meinst du damit?« fragte sie zögernd. Der Wächter trat näher. »Wenn du das Herz zerstörst, wirst du den Wald zerstören«, sagte er leise. »Und all die Seelen, die hier gefangen sind, werden mit ihm sterben.« Martha zögerte. Aber ich will nicht, dass sie sterben«, flüsterte sie. Der Wächter lächelte sanft. »Dann musst du bleiben«, sagte er leise. »Wenn du bleibst, wirst du den Wald retten. Du wirst ihn nähren, ihn am Leben halten.« Martha spürte, wie Verzweiflung in ihr aufstieg. Aber ich will nach Hause«, flüsterte sie. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Der Wächter legte sanft eine Hand auf ihre Schulter. »Du kannst nicht nach Hause«, sagte er leise. »Der Wald lässt niemanden gehen, der den Ruf gehört hat.« Martha blickte auf das pulsierende Herz. »Es muss einen anderen Weg geben«, flüsterte sie. »Es muss eine Möglichkeit geben, den Wald zu befreien, ohne alle zu töten.« Der Wächter schüttelte den Kopf. »Es gibt keinen anderen Weg«, sagte er ruhig. »Du musst dich entscheiden.« Martha spürte, wie die Wurzeln um ihre Füße fester wurden. »Ich kann das nicht«, flüsterte sie verzweifelt. »Ich will nicht hierbleiben.« Der Wächter trat näher, seine Augen leuchteten sanft. »Dann musst du das Herz zerstören«, sagte er leise. »Aber sei dir bewusst, dass du damit alle Seelen, die hier gefangen sind, auslöschen wirst.« Martha blickte auf das Herz, das in einem langsamen, unheimlichen Rhythmus pochte. »Es tut mir leid«, flüsterte sie und hob zitternd eine Hand. »Es tut mir so leid.« Dann riss sie ihre Hand nach vorne und schlug gegen das Herz. Ein markerschütternder Schrei erfüllte den Raum und die Wurzeln um sie herum begannen sich zu winden. »Nein«, schrie der Wächter, seine Augen glühten vor Zorn. »Was hast du getan?« Martha spürte, wie das Herz unter ihrer Hand pulsierte, als ob es noch stärker zu schlagen versuchte. Dunkles Blut sickerte aus der Stelle, an der sie es berührt hatte, und die Wurzeln um sie herum zogen sich zusammen, als ob sie vor Schmerz erzittern würden. »Lass es los«, schrie der Wächter, seine Stimme hallte durch den gesamten Raum. »Du zerstörst alles!« Martha blickte ihm in die Augen, ihr Blick war entschlossen. »Nein«, flüsterte sie, »ich lasse dich nicht gewinnen.« Sie hob ihre Hand erneut und schlug mit all ihrer Kraft gegen das Herz. Ein ohrenbetäubender Schrei erfüllte die Luft, und die Dunkelheit um sie herum begann zu vibrieren. »Du wirst uns alle töten«, schrie der Wächter verzweifelt. »Hör auf!« Doch Martha ließ sich nicht beirren. Mit zitternden Händen griff sie nach den pulsierenden Wurzeln, die das Herz umschlangen, und begann, sie zu zerreißen. Die Wurzeln wandten sich unter ihren Händen, versuchten sich zu befreien. Doch Martha hielt sie fest. Sie spürte die eisige Kälte des Waldes, die in ihre Haut kroch, doch sie ließ nicht los. »Ich werde dich retten, Elisabeth«, flüsterte sie. Tränen liefen ihr über das Gesicht. »Ich werde uns alle retten.« Mit einem letzten, verzweifelten Ruck riss sie die Wurzeln auseinander. Dunkles Blut spritzte auf ihre Hände und das Herz begann wild zu pochen, als ob es versuchte, sich selbst zu heilen. »Nein«, schrie der Wächter und stürzte vorwärts, doch bevor er Martha erreichen konnte, begann der Boden unter ihnen zu vibrieren. Die Wurzeln zogen sich zusammen und ein tiefer, dröhnender Ton erfüllte die Luft. »Was? Was passiert hier?« flüsterte Martha erschrocken und blickte sich hektisch um. Der Wächter blieb abrupt stehen. Seine Augen waren weit aufgerissen.
»Du hast es zerstört«, flüsterte er tonlos. »Du hast das Herz des Waldes zerstört.« Plötzlich begann der gesamte Raum um sie herum zu beben und die Dunkelheit schien sich in sich selbst zu stürzen. Die Wurzeln zogen sich zurück, die verlorenen Seelen lösten sich in Luft auf. »Nein!« schrie der Wächter verzweifelt und streckte die Hand aus. Doch es war zu spät. Das Herz brach in 2 Hälften und ein ohrenbetäubender Knall erfüllte die Luft. Ein grelles Licht erfüllte den Raum und Martha spürte, wie sie von einer unsichtbaren Kraft nach hinten gerissen wurde. Sie schloss die Augen und hielt sich die Ohren zu, während das Licht um sie herum tobte. »Elisabeth«, schrie sie verzweifelt. Doch ihre Stimme ging im Lärm unter. Plötzlich war alles still. Martha öffnete vorsichtig die Augen und blinzelte gegen das helle Licht. Sie stand wieder auf der Lichtung, doch etwas war anders. Der Wald um sie herum war ruhig und die Dunkelheit war verschwunden. Die Bäume wirkten heller, freundlicher, als ob ein Fluch von ihnen genommen worden wäre. Martha blickte sich hektisch um. »Elisabeth«, rief sie, »wo bist du?« Doch die Lichtung war leer. Panik ergriff sie und sie rannte durch den Wald, rief nach ihrer Schwester, doch es kam keine Antwort. »Nein, das darf nicht wahr sein«, flüsterte sie verzweifelt und blieb keuchend stehen. »Ich habe das Herz zerstört. Ich habe dich gerettet.« Plötzlich hörte sie ein leises Rascheln hinter sich. Sie drehte sich um und sah Elisabeth am Rand der Lichtung stehen. »Elisabeth«, schrie sie und stürzte auf sie zu. Doch bevor sie ihre Schwester erreichen konnte, hob Elisabeth die Hand. »Bleib stehen«, flüsterte sie leise. Martha blieb abrupt stehen. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Aber warum?« flüsterte sie. »Ich habe dich gerettet.« Elisabeths Gesicht war ausdruckslos, ihre Augen waren leer. »Nein«, flüsterte sie leise, »du hast uns alle getötet.« Marthas Herz setzte einen Schlag aus. »Was meinst du?« fragte sie verzweifelt. Elisabeths Blick war kalt. »Der Wald lebt nicht mehr«, sagte sie leise. »Die verlorenen Seelen, sie sind alle fort.« Martha schüttelte den Kopf. Aber das ist doch gut, oder?« flüsterte sie. »Wir sind frei.« Elisabeths Gesicht verzog sich zu einem traurigen Lächeln. »Ja, wir sind frei«, sagte sie leise. »Aber es gibt keinen Weg zurück. Der Wald war unser Zuhause. Und jetzt ist er tot.« Martha konnte nicht glauben, was sie hörte. »Nein«, schrie sie. »Das kann nicht sein. Es muss einen Weg geben.« Doch Elisabeth schüttelte nur den Kopf. »Du hast das Herz zerstört«, sagte sie ruhig. »Und damit hast du den Wald zerstört. Die Seelen, die hier gefangen waren, sind alle fort. Sie haben keinen Ort mehr, an den sie zurückkehren können.« Martha spürte, wie Verzweiflung in ihr aufstieg. Aber was ist mit dir?« flüsterte sie. Elisabeths Lächeln verblasste. »Ich gehöre jetzt auch zu ihnen«, sagte sie leise. »Ich habe keinen Ort mehr, an den ich gehen kann.« Marthas Herz brach. »Nein«, schrie sie und machte einen Schritt auf ihre Schwester zu. »Bitte, ich wollte das nicht. Ich wollte dich retten.« Doch Elisabeth schüttelte erneut den Kopf. »Es ist vorbei, Martha«, flüsterte sie. »Du musst jetzt gehen.« Martha konnte die Tränen nicht zurückhalten. »Wohin soll ich gehen?«, flüsterte sie verzweifelt. Elisabeth sah sie mit einem Ausdruck tiefer Traurigkeit an. »Geh nach Hause«, sagte sie leise. »Vergiss mich, vergiss den Wald und lebe dein Leben.« Martha wollte widersprechen, doch die Worte blieben ihr im Halse stecken. »Aber was wird aus dir?«, fragte sie leise. Elisabeths Blick war sanft, doch in ihren Augen lag ein unendlicher Schmerz. »Ich werde bleiben«, flüsterte sie. »Ich werde hier bleiben, bis ich verschwinde. Das ist mein Schicksal.« Martha wollte ihre Schwester festhalten, sie zurückhalten, doch sie wusste, dass es keinen Sinn hatte. »Es tut mir leid«, flüsterte sie verzweifelt. »Es tut mir so leid.« Elisabeth trat einen Schritt zurück.
Ihre Gestalt begann, sich aufzulösen. »Lebe wohl, Martha«, flüsterte sie leise. »Lebe dein Leben für uns beide.« Ehe Martha noch etwas sagen konnte, verschwand Elisabeth. Ihre Gestalt löste sich in der Luft auf, als ob sie nie existiert hätte. Martha blieb allein auf der Lichtung zurück. Ihre Gedanken rasten. »Das kann nicht wahr sein«, flüsterte sie und fiel auf die Knie. »Das kann einfach nicht wahr sein.« Sie blickte sich um, doch der Wald war still und verlassen. Die Bäume wirkten leer, als ob jegliches Leben aus ihnen gewichen wäre. »Elisabeth«, schrie Martha erneut, doch es kam keine Antwort. Sie wusste, dass ihre Schwester für immer fort war. »Ich wollte dich retten«, flüsterte sie verzweifelt. »Ich wollte doch nur, dass wir nach Hause gehen.« Doch es gab keinen Weg zurück. Der Wald, der einst so lebendig gewesen war, war jetzt nur noch eine leere Hülle, ein Ort, an dem es keine Hoffnung mehr gab. Martha erhob sich zitternd. »Ich muss hier raus«, murmelte sie und machte einen unsicheren Schritt nach vorne. Ihre Beine fühlten sich schwer an, und jeder Schritt schien eine unglaubliche Anstrengung zu erfordern. »Ich muss hier raus«, wiederholte sie. Langsam kämpfte sie sich durch das Dickicht. Ihre Gedanken waren leer. Sie wusste nicht, wie lange sie ging. Die Zeit schien keinen Sinn mehr zu ergeben, und der Wald schien endlos. Doch schließlich erreichte sie den Rand des Waldes. Vor ihr erstreckte sich eine weite, leere Ebene, und in der Ferne konnte sie die Lichter eines kleinen Dorfes sehen. Martha blieb stehen. Ihre Augen füllten sich erneut mit Tränen. »Ich habe es geschafft«, flüsterte sie. »Ich bin frei.« Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dass sie niemals wirklich frei sein würde. Sie machte einen letzten Schritt aus dem Wald hinaus, und sofort spürte sie, wie etwas in ihr zerbrach. Sie drehte sich um und blickte zurück in die Dunkelheit. »Leb wohl, Elisabeth«, flüsterte sie mit gebrochener Stimme. Der Wald stand still und verlassen vor ihr. Die Bäume bewegten sich nicht. Kein Wind wehte durch die Äste. Es war, als ob die gesamte Umgebung in einen tiefen Schlaf gefallen wäre. Martha holte tief Luft. Dann wandte sie sich ab und ging langsam in Richtung des Dorfes. Ihre Beine fühlten sich schwer an, als ob sie Blei in ihren Füßen hätte. Sie wusste, dass sie nie wieder derselbe Mensch sein würde. Jeder Schritt brachte sie weiter von ihrer Vergangenheit fort, doch die Erinnerungen blieben. »Ich werde dich nie vergessen, Elisabeth«, flüsterte sie. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch. »Du wirst immer bei mir sein.« Tränen liefen ihr über das Gesicht, doch sie wischte sie hastig weg. Als Martha das Dorf erreichte, blickten die Bewohner sie misstrauisch an. Ihre Kleidung war zerfetzt, ihr Gesicht war schmutzig, und in ihren Augen lag ein Ausdruck des Schmerzes und des Verlustes. »Wer bist du?« fragte eine ältere Frau, die sich ihr vorsichtig näherte. Martha öffnete den Mund, doch es kam kein Ton heraus. Sie wollte alles erklären, wollte von dem Wald, dem Wächter und ihrer Schwester erzählen, doch die Worte blieben ihr im Halse stecken. Schließlich schüttelte sie nur den Kopf. Ich bin niemand«, flüsterte sie leise. Die Frau runzelte die Stirn, doch sie sagte nichts weiter. Stattdessen legte sie sanft eine Hand auf Marthas Schulter. »Komm mit«, sagte sie leise. »Wir werden dir helfen.« Martha ließ sich von der Frau in ein kleines Haus führen. Sie spürte, wie ihre Beine nachgaben und ließ sich erschöpft auf einen Stuhl sinken. Die Frau brachte ihr eine Schüssel mit warmem Wasser und ein Tuch. »Hier, wasch dich erstmal«, sagte sie sanft. Martha griff mechanisch nach dem Tuch und begann, sich das Gesicht abzuwischen. Sie konnte den Schmutz und das Blut von ihren Händen waschen, doch das Gefühl der Dunkelheit, das tief in ihr saß, ließ sich nicht entfernen. »Was ist passiert?« fragte die Frau leise. Martha starrte auf ihre Hände und schüttelte langsam den Kopf. Ich war im Wald«, flüsterte sie schließlich. Die Frau nickte verstehend. »Der Wald ist ein gefährlicher Ort«, sagte sie leise. »Viele, die hineingehen, kommen nie wieder heraus.« Martha spürte, wie eine Welle der Verzweiflung in ihr aufstieg. »Meine Schwester«,
flüsterte sie. Sie ist dort geblieben. Die Frau nickte erneut, doch sie sagte nichts. Martha senkte den Kopf. Ich konnte sie nicht retten, flüsterte sie. Ich habe alles zerstört. Die Frau legte sanft eine Hand auf Marthas Schulter. Manchmal gibt es Dinge, die wir nicht kontrollieren können, sagte sie leise. Manchmal müssen wir loslassen. Martha blickte auf, ihre Augen waren rot vor Tränen. Aber wie soll ich das tun? Fragte sie verzweifelt. Wie soll ich weitermachen? Die Frau lächelte sanft. Du hast überlebt, sagte sie. Das ist der erste Schritt. Der Rest wird Zeit brauchen. Martha spürte, wie eine Leere in ihr aufstieg. Sie wusste nicht, wie sie weiterleben sollte, ohne ihre Schwester an ihrer Seite. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie auch, dass es keinen Weg zurück gab. Ich werde es versuchen, flüsterte sie schließlich. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Ich werde es versuchen. Für Sie. Die Frau nickte und stand auf. Ruh dich aus, sagte sie leise. Morgen ist ein neuer Tag. Martha blieb allein in dem kleinen Raum zurück. Sie blickte auf ihre Hände, die noch immer leicht zitterten. Ich bin frei, flüsterte sie. Doch die Worte fühlten sich hohl an. Sie dachte an den Wald, an Elisabeth und die verlorenen Seelen. Sie dachte an den Wächter und das Herz des Waldes, das sie zerstört hatte. »Habe ich das Richtige getan?« fragte sie sich leise. Doch es gab keine Antwort. Sie wusste, dass sie nie wirklich frei sein würde. Der Wald würde sie immer verfolgen, in ihren Träumen, in ihren Gedanken. Doch sie musste einen Weg finden, weiterzuleben. Für Elisabeth. Sie schloss die Augen und holte tief Luft. »Ich werde nicht aufgeben«, flüsterte sie entschlossen. »Ich werde stark bleiben. Für uns beide.« Dann ließ sie den Kopf sinken und fiel in einen unruhigen Schlaf, während draußen der Mond langsam über dem verlassenen Wald von Dunkelmoor aufging. Die Legende des Totenwaldes, einem düsteren und verlassenen Waldstück in der Nähe von Harz, reicht bis in die 1920er Jahre zurück. Damals stand dort ein riesiges Sanatorium, das als Zuflucht für die psychisch Kranken diente. Das Heilanstalt von Harz war weit über die Grenzen des Landes bekannt, aber nicht für seine Heilungserfolge, sondern für die unzähligen Tragödien, die sich dort ereignet hatten. Patienten verschwanden spurlos. Schreie hallten durch die Korridore und schließlich wurde die Einrichtung aufgrund einer unerklärlichen Serie von Todesfällen geschlossen. Seither wurde das Sanatorium sich selbst überlassen und der Wald verschlang es langsam. Fast ein Jahrhundert später, im Jahr 2022, beschließt eine Gruppe von 3 jungen Menschen, Jonas, Lisa und Mark, die Geheimnisse des Totenwaldes zu erforschen. Ihr Ziel: die Wahrheit hinter den Geschichten über das Sanatorium herauszufinden und es für ihren paranormalen Podcast zu dokumentieren. Mit Kameras und Aufnahmegeräten bewaffnet, betreten sie den Wald. Dieser Ort hat etwas Unheimliches, murmelt Lisa, als die Gruppe sich dem verfallenen Gebäude nähert. Die Bäume um sie herum sind kahl, ihre Äste ragen wie knorrige Finger in die Luft und der Wind trägt ein leises, unheimliches Flüstern mit sich. Kein Wunder, dass die Leute diesen Wald meiden. Jonas, der Anführer der Gruppe, nickt und bleibt vor dem Eingang des Sanatoriums stehen. Das riesige Gebäude ist überwuchert, die Fenster sind zerschlagen und die Wände sind mit Moos bedeckt. »Bereit?« fragt er und sieht Lisa und Mark an. Die beiden nicken zögernd und Jonas drückt die schwere Holztür auf. Ein kalter Hauch schlägt ihnen entgegen, als ob der Raum lange Zeit verschlossen war und nun die abgestandene Luft des Verfalls entweichen würde. »Los geht's«, sagt er leise und betritt das Sanatorium. Die Eingangshalle ist riesig und voller Trümmer. Alte, verrostete Rollstühle liegen umgestürzt auf dem Boden und zerbrochene Möbelstücke sind in den Ecken aufgetürmt. »Hier drinnen sieht es noch schlimmer aus, als ich dachte«, murmelt Mark und richtet seine Kamera auf die Wand, an der der Putz abgeblättert ist und graue, verrottete Ziegel zum Vorschein kommen.
Kein Wunder, dass die Leute behaupten, es sei hier verflucht. Jonas nickt langsam. Dennoch, es ist perfekt für unseren Podcast. Er nimmt sein Aufnahmegerät heraus und beginnt zu sprechen. Wir befinden uns im berüchtigten Totenwald-Sanatorium, einem Ort, der seit fast einem Jahrhundert verlassen ist. Viele behaupten, die Geister der Patienten seien noch immer hier. Aber heute werden wir herausfinden, was wirklich an diesen Geschichten dran ist. Die Gruppe macht sich langsam auf den Weg durch die Korridore des Sanatoriums. Jeder Schritt hallt unheimlich wider und ihre Stimmen scheinen in der Leere zu verhallen. »Seht euch das an«, flüstert Lisa und bleibt vor einem zerbrochenen Schaukasten stehen. Darin sind alte Schwarz-Weiß-Fotos, die Ärzte und Patienten zeigen. »Sie sehen so verloren aus«, murmelt sie. »Wie Menschen, die nie wirklich hierher gehören wollten.« Mark zoomt mit der Kamera auf eines der Gesichter. »Wer weiß, was sie hier alles durchgemacht haben«, sagt er leise. Plötzlich knarrt etwas hinter ihnen und die drei zucken erschrocken zusammen. »Was war das?« fragt Mark hastig. Jonas dreht sich um, aber es ist nichts zu sehen. »Nur der Wind«, sagt er, obwohl er selbst nicht wirklich überzeugt klingt. »Lasst uns weitermachen.« Als sie den Hauptflur erreichen, entdecken sie eine Reihe von Zimmern, deren Türen teils offen, teils verschlossen sind. »Hier waren wohl die Patientenzimmer«, murmelt Jonas und schiebt eine der Türen auf. Dahinter befindet sich ein kleiner Raum mit einem rostigen Bettgestell und einer Matratze, die fast vollständig verrottet ist. »Kaum zu glauben, dass hier Menschen gelebt haben«, flüstert Lisa und betrachtet das Bett aus sicherer Entfernung. »Es muss die Hölle gewesen sein, hier gefangen zu sein.« Plötzlich hört Jonas ein leises, kaum wahrnehmbares Geräusch, ein Flüstern, das aus der Ecke des Zimmers zu kommen scheint. »Habt ihr das gehört?« fragt er und sieht sich hektisch um. Lisa und Mark schütteln den Kopf. »Ich hab nichts gehört«, sagt Mark. »Bist du sicher?« Jonas nickt zögernd. Vielleicht war es nur Einbildung.« Die Gruppe setzt ihren Weg fort und erreicht einen großen, offenen Raum, der wie eine Art Speisesaal aussieht. Die Tische sind umgestürzt und die Überreste von alten, verrotteten Stühlen liegen verstreut auf dem Boden. Hier war wohl der Gemeinschaftsraum, sagt Jonas und filmt die Umgebung. Ein Ort, an dem die Patienten ihre Mahlzeiten einnahmen und vielleicht auch behandelt wurden. Plötzlich bleibt Lisa stehen und starrt auf eine der Wände. »Seht euch das an«, murmelt sie und deutet auf eine Reihe von seltsamen, eingeritzten Symbolen. »Was sind das für Zeichen?« Jonas tritt näher und betrachtet die Symbole aufmerksam. »Ich weiß es nicht«, murmelt er. »Aber sie sehen aus wie Runen oder alte Schriftzeichen.« Mark hebt seine Kamera und zoomt auf die Symbole. »Vielleicht haben die Patienten sie eingeritzt«, sagt er leise, um sich vor etwas zu schützen. Plötzlich hören sie ein leises, unheimliches Kichern, das aus der Tiefe des Gebäudes zu kommen scheint. Die Gruppe erstarrt und Lisa hält den Atem an. »Habt ihr das gehört?« flüstert sie und sieht sich hektisch um. Jemand hat gelacht. Mark schüttelt langsam den Kopf. »Hier ist niemand, Lisa«, sagt er leise. »Wir sind allein.« Doch Jonas scheint anderer Meinung zu sein. »Ich habe es auch gehört«, murmelt er und richtet die Kamera auf den dunklen Korridor vor ihnen. »Es kam von da hinten«, Lisa zögert. »Vielleicht sollten wir nicht weitergehen«, flüstert sie. »Was, wenn hier doch jemand ist?« Jonas schüttelt entschlossen den Kopf. »Nein«, sagt er fest. »Genau deswegen sind wir hier, um die Wahrheit herauszufinden. Wenn hier wirklich jemand ist, dann werden wir es beweisen.« Langsam bewegen sie sich in Richtung des Korridors, aus dem das Kichern gekommen war. Die Dunkelheit scheint undurchdringlich und das Licht ihrer Taschenlampen reicht kaum aus, um den Weg vor ihnen zu erhellen. Jeder Schritt hallt unheimlich wider und das Kichern ist verstummt. »Was, wenn wir uns das nur eingebildet haben?«, murmelt Mark nervös. Vielleicht sind wir einfach nur nervös.« Doch Jonas schüttelt den Kopf.
Nein, sagt er bestimmt. Da war etwas. Und ich will wissen, was. Plötzlich bleibt Lisa stehen und starrt auf den Boden vor sich. Da ist etwas, flüstert sie. Die anderen sehen hin und erblicken ein altes, verrostetes Namensschild, das halb in den Boden versunken ist. Dr. Emil Neumann, liest Lisa leise vor. Wer war das? Jonas hebt das Namensschild auf und betrachtet es nachdenklich. Ich habe diesen Namen schon mal gehört, murmelt er. Er war der leitende Arzt des Sanatoriums. Herr Doktor Emil Neumann, wiederholt Mark nachdenklich. War er nicht derjenige, der dafür verantwortlich gemacht wurde, als das Sanatorium geschlossen wurde? Jonas nickt langsam. Ja, es gab Gerüchte, dass er Experimente an den Patienten durchgeführt hat, murmelt er. Die Leute behaupteten, er sei verrückt geworden und hätte etwas Unvorstellbares getan. Lisa schüttelt sich. Das ist krank, murmelt sie. Und wir sind hier, um diesen Wahnsinn nachzuverfolgen. Jonas sieht sie ernst an. Wir sind hier, um die Wahrheit herauszufinden, sagt er leise. Es gibt so viele Geschichten über diesen Ort, aber niemand hat je die ganze Wahrheit herausgefunden. Vielleicht werden wir die Ersten sein. Plötzlich hören sie wieder das leise Kichern. Diesmal kommt es direkt hinter ihnen aus einem der Patientenzimmer. Da ist jemand, flüstert Lisa und tritt einen Schritt zurück. Jemand beobachtet uns. Jonas wirbelt herum und richtet seine Kamera auf die offene Tür des Zimmers, aus dem das Geräusch gekommen war. »Wer ist da?« ruft er laut. Doch niemand antwortet. Die Dunkelheit scheint sie zu verschlingen und ein kalter Schauer läuft Jonas über den Rücken. »Kommt raus!« ruft er erneut, doch es bleibt still. »Vielleicht sollten wir das lassen«, murmelt Mark. »Vielleicht sollten wir einfach gehen, bevor er den Satz beenden kann, hört die Gruppe plötzlich ein lautes Krachen. Das laute Krachen hallt durch den leeren Flur und lässt die drei vor Schreck zusammenzucken. »Was war das?« ruft Lisa panisch und blickt sich hektisch um. Jonas richtet seine Taschenlampe auf die Richtung, aus der das Geräusch kam. Doch er kann nichts erkennen. »Es kam von weiter hinten«, murmelt er und nimmt all seinen Mut zusammen, um auf das Zimmer zuzugehen, aus dem das Geräusch gekommen war. »Vorsicht«, flüstert Mark. Seine Stimme zittert vor Angst. Jonas schiebt die Tür langsam auf und hält die Luft an. Die Tür öffnet sich mit einem langen, knarrenden Geräusch und dahinter liegt ein kleiner, verlassener Raum, in dem nichts als ein alter Stuhl und eine zerschlagene Lampe stehen. »Da ist nichts«, murmelt Jonas und lässt enttäuscht den Kopf hängen. Vielleicht ist es nur etwas umgefallen. Doch als er näher tritt, sieht er, dass der Stuhl in 2 Hälften zerbrochen ist, als ob ihn jemand mit übermenschlicher Kraft zerschlagen hätte. »Das ist unmöglich«, flüstert er. »Hier ist niemand.« Plötzlich ertönt ein weiteres Geräusch, diesmal ein leises, scharrendes Kratzen, das von der Wand hinter dem zerbrochenen Stuhl zu kommen scheint. »Hört ihr das?« flüstert Lisa und weicht zurück. Das Kratzen wird lauter, als ob etwas oder jemand versuchen würde, durch die Wand zu gelangen. Jonas tritt zögernd näher und legt sein Ohr an die Wand. Es hört sich an, als ob jemand auf der anderen Seite ist, murmelt er. Plötzlich hört das Kratzen auf und eine unheimliche Stille legt sich über den Raum. Jonas wagt kaum zu atmen. »Hallo?« ruft er. Seine Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. Keine Antwort. Er tritt einen Schritt zurück und richtet die Kamera auf die Wand. Vielleicht war es nur ein Tier, murmelt Mark, doch er klingt nicht überzeugt. »Lass uns weitergehen«, sagt er hastig. »Hier ist nichts.« Die Gruppe verlässt das Zimmer und macht sich auf den Weg zurück in den Hauptflur. »Das wird immer gruseliger«, murmelt Lisa und umklammert ihre Taschenlampe so fest, dass ihre Fingerknöchel weiß werden. »Ich habe das Gefühl, dass uns jemand beobachtet.« Jonas nickt nachdenklich. »Ja, ich auch«, murmelt er. »Es ist, als ob hier etwas lauert. Etwas, das nicht will, dass wir hier sind.«
Plötzlich hört die Gruppe ein leises Summen, das aus der Richtung des Gemeinschaftsraums kommt. »Was ist das jetzt wieder?« fragt Mark nervös und tritt einen Schritt zurück. Jonas hebt die Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen. »Warte«, murmelt er. »Hör genau hin.« Das Summen wird lauter und es scheint, als ob es aus der Luft selbst zu kommen würde. »Was? Was zur Hölle ist das?« flüstert Lisa entsetzt. »Das klingt wie eine alte Radioübertragung.« Jonas bewegt sich langsam in Richtung des Gemeinschaftsraums. Das Summen wird immer lauter und als sie den Raum betreten, sehen sie das Unmögliche. In der Mitte des Raumes steht ein alter, verstaubter Plattenspieler, der leise eine kratzige Melodie abspielt. »Wo kommt der her?« fragt Mark entsetzt. »Der war vorher nicht hier.« Jonas tritt vorsichtig näher und beugt sich über den Plattenspieler. »Das ist nicht möglich«, murmelt er. »Der war definitiv nicht hier, als wir das erste Mal in den Raum gekommen sind.« Er hebt die Nadel des Plattenspielers, doch die Melodie spielt weiter, als ob das Gerät von selbst funktionieren würde. »Wie ist das möglich?« flüstert Lisa. »Es gibt keinen Strom, keine Verbindung.« Plötzlich wird das Licht der Taschenlampen schwächer und ein leises, kaum wahrnehmbares Flüstern erfüllt den Raum. »Geh nicht«, flüstert eine Stimme, die scheinbar von überall kommt. »Bleib bei uns!« Jonas zuckt zurück und sieht sich hektisch um. »Wer ist da?« ruft er laut. Doch das Flüstern verstummt. »Das war echt«, flüstert Lisa zitternd. »Da war jemand. Oder etwas.« Jonas schüttelt den Kopf. »Wir müssen das festhalten«, murmelt er entschlossen und richtet die Kamera wieder auf den Plattenspieler. Doch als er den Bildschirm betrachtet, sieht er nur statisches Rauschen. »Was zur…« murmelt er und drückt mehrmals auf die Knöpfe. »Die Kamera! Sie funktioniert nicht mehr!« Plötzlich ertönt ein lautes, ohrenbetäubendes Kreischen und die Gruppe schreckt zusammen. Die Lichter der Taschenlampen flackern und für einen Moment ist alles in grelles, blendendes Licht getaucht. Dann erlischt das Licht vollständig und sie stehen in totaler Dunkelheit. »Was? Was ist passiert?« flüstert Mark panisch. Ich sehe nichts. Die Dunkelheit ist undurchdringlich und das Kreischen verstummt so plötzlich, wie es begonnen hat. »Bleibt zusammen«, ruft Jonas. Seine Stimme zittert vor Angst. Er greift nach Lisas Hand und zieht sie näher an sich heran. »Wir dürfen uns nicht verlieren.« Mark tastet sich ebenfalls zu ihnen und legt zitternd eine Hand auf Jonas Schulter. »Was machen wir jetzt?« fragt er panisch. »Wir können nicht sehen, wohin wir gehen.« Jonas zögert. Wir müssen abwarten«, murmelt er. Vielleicht geht das Licht wieder an.« Sekunden verstreichen, wie in Zeitlupe, und die Stille um sie herum wird fast unerträglich. Dann, plötzlich, flackern die Lichter der Taschenlampen wieder auf. Jonas blinzelt und sieht sich hektisch um. Der Plattenspieler ist verschwunden. »Wie? Was?« murmelt er fassungslos. »Wo ist er hin?« »Das kann doch nicht sein«, flüstert Lisa und schaut sich hektisch um. »Er war doch direkt vor uns.« Jonas sieht sich ebenfalls um, doch der Raum ist leer. »Irgendjemand spielt mit uns«, murmelt er. Oder etwas. Er zögert, dann schüttelt er den Kopf. »Wir sollten weitergehen«, sagt er leise. »Vielleicht gibt es eine Erklärung dafür.« Sie verlassen den Gemeinschaftsraum und betreten einen weiteren Flur, dessen Wände mit seltsamen Symbolen bedeckt sind. »Das habe ich schon mal gesehen«, murmelt Mark und richtet die Kamera auf die Symbole. »Diese Zeichen, sie sind in allen Zimmern, als ob jemand versucht hat, etwas fernzuhalten.« Jonas nickt langsam. »Vielleicht hat Dr. Neumann diese Symbole verwendet, um sich vor etwas zu schützen«, murmelt er. »Etwas, das die Patienten in den Wahnsinn getrieben hat. Meinst du wirklich, dass es hier so etwas wie einen Geist gibt?« fragt Lisa unsicher. Jonas schüttelt den Kopf. »Ich weiß es nicht«, sagt er ehrlich. »Aber irgendetwas ist hier. Etwas, das nicht will, dass wir hier sind.« Plötzlich hören sie wieder das leise Kichern.
diesmal viel lauter und näher. »Es ist direkt hier«, flüstert Mark panisch und tritt einen Schritt zurück. »Wir müssen hier raus!« Doch Jonas schüttelt entschieden den Kopf. »Nein«, sagt er fest. »Wir sind hier, um die Wahrheit herauszufinden. Wenn wir jetzt gehen, werden wir nie wissen, was wirklich passiert ist.« Er hebt die Kamera und richtet sie auf das Ende des Flurs, aus dem das Kichern zu kommen scheint. »Wir müssen es finden«, murmelt er entschlossen. »Wir müssen wissen, was es ist.« Langsam bewegen sie sich den Flur hinunter. Das Kichern wird immer lauter. Ihre Schritte hallen unheimlich wider und der Flur scheint sich endlos zu erstrecken. Plötzlich bleibt Lisa stehen und deutet zitternd auf eine offene Tür am Ende des Flurs. »Da drinnen ist etwas«, flüstert sie. Jonas nickt langsam und tritt näher. Die Tür führt in einen großen Raum, dessen Wände mit alten, vergilbten Zeitungen bedeckt sind. »Was ist das?«, murmelt Mark und tritt vorsichtig ein. Die Zeitungen sind voller Schlagzeilen über das Sanatorium. Geheimnisse des Wahnsinns, Patienten auf mysteriöse Weise verschwunden, Dr. Emil Neumann tot aufgefunden. »Warte, was?«, murmelt Jonas und reißt eine der Zeitungen von der Wand. »Dr. Emil Neumann tot? Aber das ergibt keinen Sinn. Er wurde doch für das Verschwinden der Patienten verantwortlich gemacht.« Jonas starrt auf die vergilbte Zeitung. Sein Gesichtsausdruck ist fassungslos. »Hier steht, dass Dr. Emil Neumann schon vor der Schließung des Sanatoriums gestorben ist«, murmelt er und hält die Zeitung hoch, sodass Lisa und Mark sie sehen können. »Wie kann das sein?«, fragt Lisa verwirrt. »Wenn er tot war, wer hat dann all diese schrecklichen Dinge getan? Und warum wusste niemand davon?« Jonas zuckt die Schultern. Vielleicht war es jemand anderes?«, murmelt er. »Oder etwas anderes.« Die Gruppe sieht sich schweigend die anderen Zeitungsartikel an. Jeder Artikel erzählt von mysteriösen Vorfällen. Patienten, die plötzlich spurlos verschwanden, unheimliche Geräusche, die aus den Wänden zu kommen schienen, und schließlich das plötzliche, unerklärliche Sterben des leitenden Arztes. Es ist, als ob das Sanatorium selbst lebendig wäre, flüstert Mark. Als ob es sich gegen die Menschen gewandt hätte. Plötzlich hört die Gruppe ein lautes Poltern, das aus dem Raum hinter ihnen kommt. Sie wirbeln herum, doch da ist nichts. »Das wird mir zu viel«, murmelt Lisa und tritt einen Schritt zurück. Was, wenn wir hier gefangen sind? Was, wenn wir nie wieder rauskommen?« Jonas schüttelt hastig den Kopf. »Ruhig bleiben«, sagt er fest. »Wir müssen einen klaren Kopf behalten.« Doch tief in seinem Inneren spürt er eine wachsende Angst. Was, wenn Lisa recht hat? Was, wenn sie nie wieder aus diesem verfluchten Gebäude entkommen können? »Wir sollten zurückgehen«, sagt Mark plötzlich. »Zum Eingang. Vielleicht können wir irgendwie die Türen öffnen.« Jonas zögert. Er will nicht gehen, nicht bevor sie die Wahrheit herausgefunden haben. Doch als er Lisas panischen Gesichtsausdruck sieht, nickt er schließlich. »Okay«, murmelt er, »wir gehen.« Sie machen sich hastig auf den Weg zurück zum Eingang des Sanatoriums. Doch je weiter sie gehen, desto unheimlicher wird die Atmosphäre um sie herum. Die Schatten scheinen sich zu bewegen, als ob sie ihnen folgen würden. Und die Temperatur sinkt merklich. Plötzlich bleibt Jonas abrupt stehen. Das ist nicht richtig«, murmelt er und sieht sich hektisch um. »Was meinst du?«, fragt Lisa verwirrt. Jonas deutet auf die Umgebung. »Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind«, sagt er leise. Ich erkenne nichts wieder.« Mark blickt sich ebenfalls um und spürt, wie sein Herz schneller schlägt. »Du hast recht«, flüstert er. Wir sind in einem anderen Teil des Gebäudes.« Panik breitet sich in der Gruppe aus. »Wie ist das möglich?«, murmelt Lisa verzweifelt. »Wir sind doch einfach nur zurückgegangen.« »Der Wald«, flüstert Jonas plötzlich. Seine Augen weiten sich. »Der Wald hat sich verändert. Er hat uns in eine Falle gelockt.« Lisa schüttelt hastig den Kopf. »Das ist unmöglich«, schreit sie. »Wie soll ein Wald?«
Doch bevor sie den Satz beenden kann, hört die Gruppe plötzlich ein tiefes, dröhnendes Geräusch, als ob etwas Riesiges unter ihren Füßen erwachen würde. »Was zur…« beginnt Mark. Doch plötzlich gibt der Boden unter ihnen nach. Die Gruppe schreit, als sie in die Dunkelheit stürzt. Sie fallen, als ob die Erde sie verschlingen würde, bis sie schließlich mit einem harten Aufprall in völliger Finsternis landen. »Aua«, murmelt Jonas und versucht, sich aufzurichten. Seid ihr alle okay?« Lisa und Mark murmeln schmerzverzerrt, doch sie scheinen unversehrt zu sein. Wo sind wir?« flüstert Lisa. Ihre Stimme zittert vor Angst. Jonas blickt sich hektisch um. Sie sind in einem riesigen, unterirdischen Raum gelandet, dessen Wände von knorrigen Wurzeln durchzogen sind. Ein schwaches, unheimliches Licht leuchtet in der Ferne und das dumpfe Dröhnen hallt weiter durch den Raum. »Das ist nicht das Sanatorium«, flüstert Jonas entsetzt. »Das ist etwas anderes.« Sie stehen auf und machen sich langsam auf den Weg zu dem Licht. »Wir müssen einen Weg finden, hier rauszukommen«, murmelt Mark. Bevor es uns auch verschlingt.« Jonas nickt und geht voran. Das Licht wird immer heller und schließlich stehen sie vor einer gigantischen Wurzel, die aus dem Boden ragt und in der Luft zu schweben scheint. »Was ist das?«, flüstert Lisa und streckt zögernd eine Hand aus. Doch bevor sie die Wurzel berühren kann, beginnt sie sich zu bewegen. Die Wurzel windet sich in der Luft, als ob sie lebendig wäre. Plötzlich öffnet sich ein Spalt und eine eisige Brise schlägt ihnen entgegen. Da ist ein Durchgang«, murmelt Jonas und macht einen Schritt zurück. »Vielleicht führt er nach draußen.« Lisa und Mark sehen sich unsicher an, doch dann nicken sie. »Es ist besser, als hier zu bleiben«, murmelt Mark. »Los, gehen wir.« Sie betreten vorsichtig den Durchgang, der sich hinter ihnen wieder schließt. Der Tunnel ist eng und feucht und die Luft ist stickig. »Wir müssen hier raus«, murmelt Lisa panisch. »Ich halte das nicht aus.« Plötzlich bleibt Jonas stehen und deutet auf etwas, das in der Dunkelheit vor ihnen leuchtet. »Seht euch das an«, flüstert er. »Da vorne, da ist etwas.« 26. Sie gehen näher heran und sehen, dass es sich um eine alte, verrostete Tür handelt, auf der in verblasster Schrift »Isolierstation« steht. »Das ergibt keinen Sinn«, murmelt Mark. »Warum gibt es hier unten eine Isolierstation?« Jonas zögert, dann greift er nach dem Türgriff. »Nur ein Weg, das herauszufinden«, murmelt er und zieht die Tür auf. Dahinter befindet sich ein kleiner, abgedunkelter Raum, dessen Wände von alten, abgerissenen Tapeten bedeckt sind. In der Mitte des Raumes steht ein einzelner Stuhl und an der Wand gegenüber ist ein großer, rostiger Käfig angebracht. »Was zur Hölle?«, flüstert Lisa entsetzt. »Was ist das?« Jonas tritt zögernd näher und richtet die Kamera auf den Käfig. Plötzlich hört er ein leises, rasselndes Atmen. »Da ist jemand«, flüstert er und richtet seine Taschenlampe auf den Käfig. Im Käfig kauert eine Gestalt, die in alte, zerfetzte Krankenhauskleidung gehüllt ist. Ihr Gesicht ist unter einem Tuch verborgen und die Hände, die fest um die Gitterstäbe des Käfigs geklammert sind mager und blass. »Wer bist du?«, flüstert Jonas entsetzt. Die Gestalt hebt langsam den Kopf und ein unheimliches Kichern erfüllt den Raum. »Ihr habt mich gefunden«, flüstert die Gestalt. Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Krächzen. »Endlich seid ihr hier!« Jonas spürt, wie sich sein Magen zusammenzieht. »Was meinst du?«, fragt er. Seine Stimme zittert. Die Gestalt lacht leise. »Ihr seid hier, um meine Geschichte zu hören, nicht wahr?«, flüstert sie. »Die Geschichte von Dr. Neumann und seinen Experimenten.« Jonas tritt einen Schritt zurück. Du weißt von Dr. Neumann?«, fragt er zögernd. Die Gestalt nickt langsam. »Oh ja«, murmelt sie. »Ich weiß alles über ihn.
Plötzlich hebt die Gestalt eine Hand und die Taschenlampen der Gruppe erlöschen. »Was machst du da?« ruft Mark panisch. »Lass das Licht an!« Doch die Gestalt lacht nur. »Ihr wolltet die Wahrheit, oder?« flüstert sie. »Nun, ihr werdet sie bekommen.« Plötzlich flackert das Licht wieder auf und die Gruppe steht in einem völlig anderen Raum. »Was? Was ist passiert?« murmelt Lisa panisch und sieht sich hektisch um. Die Wände des Raumes sind mit seltsamen, blutroten Symbolen bedeckt und in der Mitte des Raumes steht ein riesiger, altmodischer Operationstisch. Das ist nicht real«, flüstert Jonas entsetzt. »Das kann nicht real sein.« Doch die Gestalt, die nun direkt vor dem Operationstisch steht, lächelt kalt. »Oh, es ist sehr real«, murmelt sie. »Willkommen in Dr. Neumanns Welt.« Jonas spürt, wie ihm der Schweiß über die Stirn läuft. »Das ist unmöglich«, murmelt er. Wir waren in einem anderen Raum.« Die Gestalt nickt langsam. »Ja, das wart ihr«, flüstert sie. »Aber das hier, das ist der Ort, an dem alles begann. Der Ort, an dem Dr. Neumann sein wahres Gesicht zeigte.« Lisa weicht entsetzt zurück. »Das ist krank«, flüstert sie. »Wir müssen hier raus.« Doch bevor sie sich umdrehen kann, greifen unsichtbare Hände nach ihren Schultern und halten sie fest. »Ihr könnt nicht gehen«, murmelt die Gestalt. »Noch nicht.« Jonas, Lisa und Mark spüren, wie eine unsichtbare Kraft sie an Ort und Stelle hält. »Lass uns los«, schreit Lisa. Doch die Gestalt lacht nur leise. »Doktor?« Neumann war besessen von der Idee, den menschlichen Geist zu verstehen, flüstert sie. Er wollte wissen, was den Wahnsinn wirklich auslöst. Und um das zu tun, hat er Dinge getan, die jenseits jeder menschlichen Vorstellungskraft liegen. Jonas zerrt an den unsichtbaren Fesseln, die ihn umklammern, doch es ist zwecklos. »Was willst du von uns?« ruft er verzweifelt. Die Gestalt hebt langsam die Hand und plötzlich erscheinen Schatten an den Wänden, Gestalten, die sich winden und krümmen, als ob sie in unvorstellbaren Qualen gefangen wären. Er wollte Seelen, murmelt die Gestalt. Seelen, die er sezieren, auseinandernehmen und wieder zusammensetzen konnte. Er dachte, er könnte den Wahnsinn heilen, wenn er nur tief genug in die Dunkelheit eintaucht. Die Schatten an den Wänden beginnen sich zu bewegen und Jonas spürt, wie sein Herz in seiner Brust rast. »Was sind das für Dinger?« murmelt er entsetzt. Die Gestalt nickt langsam. »Das sind die verlorenen Seelen«, flüstert sie. »Die Seelen derer, die nie entkommen konnten. Die Seelen, die Dr. Neumann in seinen Experimenten geopfert hat.« Lisa zittert am ganzen Körper. »Was ist mit dir?« fragt sie leise. »Bist du eine von ihnen?« Die Gestalt schweigt einen Moment, dann nickt sie langsam. »Ich war die Letzte«, flüstert sie. »Die letzte Patientin, die Dr. Neumann behandelte. Er sagte, ich sei die Schlüsselkomponente. Der Schlüssel, um das Geheimnis des Wahnsinns zu lüften.« Sie senkt den Kopf und ein leises Schluchzen entweicht ihren Lippen. »Er hat mich zerstört, hat mein Leben und meine Seele zerrissen. Und jetzt bin ich nichts als ein Geist, eine verlorene Seele, gefangen in diesem verdammten Wald.« Jonas fühlt, wie Mitleid und Schrecken ihn gleichermaßen durchströmen. »Es tut mir leid«, flüstert er. Seine Stimme ist kaum mehr als ein Hauch. Wir wollten dir nicht wehtun. Wir wollten nur die Wahrheit finden.« Die Gestalt hebt langsam den Kopf und ein trauriges Lächeln umspielt ihre Lippen. »Die Wahrheit«, murmelt sie leise. »Es gibt keine Wahrheit mehr. Alles, was übrig bleibt, ist Schmerz und Dunkelheit.« Plötzlich beginnt der Raum um sie herum zu flimmern und das Licht der Taschenlampen flackert wild. »Was? Was passiert hier?« ruft Mark panisch. Die Gestalt sieht sie mit einem durchdringenden Blick an. »Ihr habt die Grenze überschritten«, flüstert sie. »Ihr seid zu weit gegangen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.« Plötzlich löst sich die Gestalt in Luft auf.
und die Gruppe steht allein in dem düsteren Raum. »Wir müssen hier raus«, schreit Lisa und zerrt an Jonas Arm. »Bevor wir auch zu ihnen werden.« Jonas nickt hektisch und sieht sich um. »Da ist eine Tür«, ruft er und deutet auf einen schmalen Durchgang am Ende des Raumes. Sie stürzen darauf zu, doch als sie die Tür erreichen und hindurchtreten, finden sie sich in einem weiteren, riesigen Raum wieder. Diesmal sind die Wände mit alten, verstaubten Spiegeln bedeckt, die ihre verzerrten Spiegelbilder reflektieren. »Was ist das?« murmelt Mark und sieht sich hektisch um. »Wir waren noch nie hier.« Jonas tritt zögernd näher und blickt in einen der Spiegel. Plötzlich verändert sich sein Spiegelbild. Sein Gesicht wird blass und hager, seine Augen tief und leer. »Was zur Hölle?« murmelt er und weicht zurück. Doch das Spiegelbild folgt ihm, als ob es ein Eigenleben hätte. Plötzlich beginnen auch die anderen Spiegel sich zu verändern. Die Spiegelbilder von Lisa und Mark verdrehen sich. Ihre Gesichter verformen sich zu grotesken Masken des Schmerzes und des Wahnsinns. »Das ist nicht real«, schreit Lisa und schließt die Augen. »Das kann nicht real sein.« Jonas tritt einen Schritt zurück. Sein Herz rast vor Angst. Es will uns zeigen, was wir werden könnten«, murmelt er, »wenn wir nicht rauskommen.« Plötzlich hören sie wieder das leise Kichern. Diesmal kommt es aus den Spiegeln selbst. »Ihr könnt nicht entkommen«, flüstert eine Stimme, die aus allen Richtungen zu kommen scheint. »Ihr gehört jetzt dem Wald.« Mark schreit auf und schlägt verzweifelt mit der Hand gegen einen der Spiegel. Doch das Glas zerbricht nicht. Stattdessen verzieht sich sein Spiegelbild zu einem unheimlichen Lächeln. »Bleib bei uns«, flüstert es. »Bleib. Für immer. Hör auf«, schreit Mark und tritt gegen den Spiegel. Doch das Bild bleibt unverändert. Jonas packt ihn an den Schultern und zieht ihn zurück. »Beruhige dich«, ruft er. »Das bringt nichts.« Mark zittert am ganzen Körper. Tränen stehen in seinen Augen. Wir werden hier sterben«, murmelt er. »Wir kommen hier nie wieder raus.« Jonas schüttelt den Kopf, auch wenn er selbst kaum überzeugt klingt. »Nein«, murmelt er. »Es gibt immer einen Ausweg. Wir müssen ihn nur finden.« Plötzlich bleibt Lisa stehen und starrt auf einen der Spiegel. »Seht euch das an«, flüstert sie und deutet auf ein einzelnes kleines Bild im Glas. Da ist ein Raum. Ein Raum mit einem Fenster. Jonas sieht genauer hin und erkennt, dass der Raum auf dem Bild wie ein altes Büro aussieht. Ein Büro mit einer großen, schweren Holztür. Das ist Dr. Neumanns Büro«, murmelt er fassungslos. Vielleicht führt das Fenster nach draußen«, murmelt Lisa hoffnungsvoll. »Vielleicht ist das unser Ausweg.« Jonas nickt langsam. »Wir müssen diesen Raum finden«, sagt er entschlossen. »Es ist unsere einzige Chance.« Sie treten näher an den Spiegel heran, doch bevor sie ihn berühren können, beginnt das Bild zu flimmern und zu verschwinden. »Nein«, schreit Lisa und versucht, das Bild festzuhalten. »Bleib da!« Doch es ist zu spät. Das Bild verschwindet und der Spiegel reflektiert wieder nur ihr verzerrtes, schmerzerfülltes Spiegelbild. Wir haben unsere Chance verpasst«, flüstert Mark entsetzt. »Jetzt kommen wir hier nie mehr raus.« Plötzlich hört die Gruppe ein tiefes, bedrohliches Knurren, das aus der Dunkelheit hinter ihnen kommt. »Da ist etwas«, ruft Jonas panisch und wirbelt herum. Doch bevor sie reagieren können, schießt etwas Großes und Dunkles auf sie zu. Jonas wird von der Kreatur zu Boden gerissen. Er schreit auf, als scharfe Klauen sich in seine Haut bohren. »Hilf mir«, schreit er. Doch Lisa und Mark sind wie gelähmt. Die Kreatur ist riesig, ihre Augen glühen in einem unheimlichen Rot und ihre Zähne sind wie scharfe Dolche. »Lasst mich los«, schreit Jonas verzweifelt und tritt um sich. Plötzlich löst sich die Kreatur von ihm und verschwindet in der Dunkelheit. Jonas keucht und richtet sich langsam auf. »Was? Was war das?«
murmelt er entsetzt und sieht auf seine blutigen Arme. Lisa tritt zögernd näher. Ihre Augen sind weit vor Angst. Es will uns Angst machen, murmelt sie. Es will, dass wir aufgeben. Jonas schüttelt entschlossen den Kopf. Nein, murmelt er. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen diesen Raum finden, bevor es zurückkommt. Die Gruppe stürzt aus dem Spiegelraum und rennt durch die dunklen Korridore des Sanatoriums. Die Wände scheinen sich um sie herum zu bewegen und überall hören sie das unheimliche Knurren der Kreatur. »Wo ist dieser verdammte Raum?« schreit Mark verzweifelt. Jonas hält abrupt an und sieht sich um. »Das Büro muss irgendwo hier sein«, murmelt er. »Wir müssen nur...« Plötzlich bleibt er stehen und starrt auf eine schwere Holztür am Ende des Flurs. »Da ist es«, ruft er und zeigt auf die Tür. »Das ist das Büro!« Sie rennen zur Tür und drücken hastig die Klinke hinunter. Doch die Tür bewegt sich nicht. »Sie ist verschlossen«, schreit Lisa panisch. »Was machen wir jetzt?« Jonas sieht sich hektisch um. Dann hebt er einen alten, verrosteten Stuhl auf und rammt ihn mit voller Wucht gegen die Tür. Das Holz splittert und die Tür gibt nach. Die Gruppe stürzt ins Büro und bleibt keuchend stehen. Der Raum sieht genauso aus wie in dem Spiegelbild. Groß, düster und voll von alten, verstaubten Büchern. In der Mitte des Raumes steht ein massiver Schreibtisch und dahinter befindet sich das Fenster. »Da ist es«, murmelt Lisa erleichtert. »Unser Ausweg.« Doch bevor sie einen Schritt machen können, hören sie ein leises, unheimliches Flüstern. »Ihr könnt nicht gehen«, flüstert eine Stimme, die aus dem Nichts zu kommen scheint. Die Gruppe bleibt erstarrt stehen. »Wer ist da?« fragt Jonas zögernd. Plötzlich bewegt sich etwas hinter dem Schreibtisch und eine Gestalt tritt hervor. Es ist der Geist von Dr. Neumann selbst. Sein Gesicht ist hager und verzerrt, seine Augen sind tief und leer und ein unheimliches Lächeln liegt auf seinen Lippen. »Ihr dachtet, ihr könntet einfach so entkommen?« flüstert er leise. »Aber der Wald lässt niemanden gehen.« Jonas, Lisa und Mark starren entsetzt auf die Gestalt vor ihnen. Der Geist von Dr. Neumann wirkt unheimlich real, als ob er jeden Moment aus dem Schatten treten und sie berühren könnte. Das kann nicht sein«, murmelt Jonas fassungslos. Du bist tot.« Der Geist lacht leise, ein kaltes, hohles Geräusch, das durch den Raum hallt. »Tot?«, murmelt er und tritt näher. »Vielleicht, aber hier, in diesem Wald, gibt es keinen Tod, nur Ewigkeit.« Mark tritt einen Schritt zurück, seine Hände zittern vor Angst. Was willst du von uns?« fragt er zögernd. Der Geist neigt langsam den Kopf. »Ihr habt meine Arbeit gestört«, murmelt er. »Meine Experimente waren noch nicht abgeschlossen. Aber jetzt...« Er hebt langsam eine Hand und die Luft um die Gruppe herum beginnt, sich zu drehen. »Jetzt werdet ihr mir helfen, sie zu beenden.« Plötzlich spüren Jonas, Lisa und Mark, wie eine unsichtbare Kraft sie in die Luft hebt. Sie schreien auf, als sie über den Boden gezogen werden und an den Wänden schweben. »Lass uns los«, schreit Lisa. Doch der Geist schüttelt langsam den Kopf. »Nein«, murmelt er leise. »Ihr gehört jetzt mir.« Die Luft um sie herum wird immer dichter und ein tiefes, dröhnendes Geräusch erfüllt den Raum. Jonas spürt, wie ihm die Luft wegbleibt und er kämpft verzweifelt, um zu atmen. »Bitte«, murmelt er. Seine Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. »Lass uns gehen.« Der Geist lächelt kalt. »Niemand geht«, flüstert er. »Nicht, bevor ihr verstanden habt, was es bedeutet, wirklich verrückt zu werden.« Plötzlich beginnen die Bücher im Raum zu beben und die Seiten schlagen wild auf und zu, als ob unsichtbare Hände sie durchblättern würden. »Was? Was machst du?«, schreit Mark. Doch der Geist antwortet nicht. Stattdessen beginnen die Bücher, sich von den Regalen zu lösen und in der Luft zu schweben. »Wissen ist Macht«, murmelt der Geist. »Und ich habe so viel Wissen gesammelt. Mehr, als ihr euch vorstellen könnt.«
Plötzlich explodieren die Bücher und unzählige Papierfetzen füllen den Raum. »Was? Was ist das?« schreit Lisa panisch. Die Papierfetzen schweben wie winzige Geister durch die Luft und Jonas spürt, wie sich sein Kopf plötzlich schwindlig anfühlt. Ich sehe Dinge«, murmelt er benommen. »Dinge, die nicht real sein können.« Die Papierfetzen wirbeln um ihn herum und plötzlich ist er nicht mehr im Büro, sondern in einem weißen Raum, umgeben von Gitterstäben. »Nein, das kann nicht sein«, murmelt er entsetzt. Das ist eine Zelle.« Jonas schaut sich hektisch um, doch der Raum ist leer. Plötzlich öffnet sich die Zellentür und Dr. Neumann tritt ein. Doch diesmal ist er nicht der geisterhafte Schatten, sondern ein junger, lebendiger Mann. »Willkommen zurück, Jonas«, murmelt er sanft. »Es ist Zeit für unsere nächste Sitzung.« Jonas weicht panisch zurück, doch die Gitterstäbe hinter ihm geben nicht nach. »Nein«, schreit er verzweifelt. »Du bist nicht real! Das hier ist nicht real!« Dr. Neumann lächelt kalt. »Wer sagt, was real ist und was nicht?«, murmelt er. »Wahnsinn ist nur eine Frage der Perspektive.« Er tritt näher und streckt eine Hand nach Jonas aus. »Lass mich dir zeigen, was es bedeutet, wirklich zu verstehen.« Jonas will zurückweichen, doch er kann sich nicht bewegen. Plötzlich legt Dr. Neumann ihm die Hand auf die Stirn und ein grelles Licht erfüllt den Raum. Jonas schreit auf, als unzählige Bilder und Erinnerungen durch seinen Kopf schießen. Er sieht Menschen, die in Zellen eingesperrt sind, sieht Gesichter, die in ewiger Qual erstarren. »Was? Was ist das?«, murmelt er benommen. Das sind Erinnerungen.« Dr. Neumann nickt langsam. »Ja«, murmelt er. »Erinnerungen an alle, die hier waren. An alle, die den Wahnsinn in seiner reinsten Form erlebt haben.« Plötzlich verschwimmt die Szene und Jonas findet sich wieder im Büro wieder. Lisa und Mark stehen neben ihm, ihre Augen weit vor Schock. »Was? Was ist passiert?«, murmelt Mark benommen. Wir waren gerade noch...« Jonas zittert am ganzen Körper. Er hat uns gezeigt, was er getan hat«, murmelt er. »All diese Experimente, all diese Menschen, sie sind alle hier, gefangen in diesem Wald. Wir müssen hier raus«, murmelt Lisa verzweifelt. »Bevor wir auch zu ihnen werden.« Jonas nickt hektisch und blickt sich um. »Da ist das Fenster«, murmelt er und zeigt auf die einzige Lichtquelle im Raum. »Wir müssen es erreichen.« Sie stürzen auf das Fenster zu. Doch plötzlich wird der Raum von einem tiefen, unheimlichen Lachen erfüllt. »Ihr könnt nicht gehen«, flüstert der Geist von Dr. Neumann. »Ihr gehört jetzt zu mir. Ihr werdet meine Arbeit fortsetzen. Für immer.« Die Gruppe bleibt stehen, zitternd vor Angst. »Nein«, murmelt Jonas entschlossen. »Wir werden nicht hierbleiben. Wir werden nicht zu dir werden.« Er hebt einen alten, verrosteten Stuhl und schlägt ihn mit aller Kraft gegen das Fenster. Das Glas zersplittert und ein kalter Wind schlägt ihnen entgegen. »Da ist unser Ausweg«, ruft Mark erleichtert. »Los, spring!« Jonas klettert als erster durch das zerbrochene Fenster und landet unsanft auf dem harten Boden draußen. Lisa und Mark folgen ihm hastig und die Gruppe rappelt sich auf. Wir haben es geschafft«, murmelt Lisa erleichtert. Doch bevor sie sich weiter bewegen können, hören sie das unheimliche Flüstern erneut. »Ihr könnt nicht entkommen«, flüstert der Geist von Dr. Neumann. »Der Wald wird euch nie gehen lassen.« Plötzlich beginnt der Boden unter ihnen zu beben und die Bäume um sie herum scheinen sich zu bewegen, als ob sie sich zusammenziehen würden. »Was? Was passiert hier?«, ruft Mark panisch. Jonas sieht sich hektisch um. »Wir müssen rennen«, schreit er. »Los, bevor er uns erwischt.« Die Gruppe rennt so schnell sie kann durch den dichten Wald. Die Äste der Bäume greifen nach ihnen und der Boden scheint sich unter ihren Füßen zu verschieben. Wir kommen hier nie raus«, schreit Lisa verzweifelt. »Er wird uns holen.« Jonas wirft einen Blick über die Schulter.
und sieht, wie eine riesige, dunkle Gestalt ihnen folgt. Der Schatten von Dr. Neumann. »Wir dürfen nicht aufgeben«, ruft er und drängt Lisa und Mark weiterzulaufen. Der Wald wird immer dichter und das unheimliche Flüstern um sie herum wird lauter. Plötzlich sieht Jonas ein schwaches Licht in der Ferne. »Da ist etwas«, ruft er erleichtert. »Vielleicht ist das der Ausgang.« Sie rennen weiter. Ihre Herzen rasen vor Anstrengung und Angst. Das Licht wird immer heller und schließlich stürzen sie durch die letzten Bäume und stehen auf einer offenen Lichtung. »Wir haben es geschafft«, ruft Mark erleichtert. »Wir sind draußen.« Doch bevor sie sich weiter freuen können, hören sie wieder das unheimliche Flüstern. »Ihr seid nicht entkommen«, murmelt eine Stimme direkt hinter ihnen. Die Gruppe wirbelt herum und sieht, dass der Geist von Dr. Neumann direkt vor ihnen schwebt. »Der Wald lässt niemanden gehen«, murmelt er. »Ihr werdet für immer ein Teil von ihm sein.« Jonas spürt, wie seine Beine schwer werden, als ob etwas ihn zurückziehen würde. »Nein«, schreit er verzweifelt. »Ich werde nicht hierbleiben.« Plötzlich beginnt der Geist zu lachen und die Dunkelheit um sie herum zieht sich zusammen. »Ihr könnt nicht entkommen«, flüstert er. »Ihr könnt nicht entkommen.« Jonas spürt, wie ihm die Kraft schwindet, doch er gibt nicht auf. Mit einem letzten, verzweifelten Aufschrei reißt er sich los und stürzt auf die andere Seite der Lichtung. »Kommt schon«, ruft er Lisa und Mark zu. »Wir müssen es schaffen.« Die beiden zögern einen Moment, doch dann folgen sie ihm, ihre Gesichter von Entschlossenheit und Angst gezeichnet. Sie rennen, als ob ihr Leben davon abhängt, und die Dunkelheit um sie herum beginnt, sich langsam aufzulösen. Wir kommen raus«, murmelt Lisa hoffnungsvoll. »Wir kommen wirklich raus.« Plötzlich hören sie ein ohrenbetäubendes Kreischen und die Dunkelheit explodiert in einem grellen, blendenden Licht. Jonas wird von der Wucht des Lichts zurückgeworfen und schlägt hart auf dem Boden auf. Als er die Augen öffnet, liegt er auf dem Waldboden, umgeben von hellem Sonnenlicht. Was ist passiert?« murmelt er benommen und blickt sich um. Lisa und Mark liegen neben ihm. Ihre Gesichter sind blass und schmutzig, doch sie atmen. Wir haben es geschafft«, murmelt Lisa und richtet sich langsam auf. »Wir sind draußen.« Jonas nickt langsam und kämpft sich auf die Beine. »Aber wie?«, murmelt er. »Wie sind wir entkommen?« Plötzlich hören sie ein leises Kichern und die Gruppe erstarrt. »Das ist nicht das Ende«, flüstert eine vertraute Stimme. »Ihr habt vielleicht das Sanatorium verlassen, aber ihr werdet es nie wirklich verlassen.« Jonas dreht sich hastig um, doch da ist niemand. Wer war das?«, flüstert Mark panisch. Doch bevor jemand antworten kann, sehen sie in der Ferne das alte, verfallene Gebäude des Sanatoriums, direkt vor ihnen.